Hallo, guten Abend. Wie geht es euch so? Willkommen zum ersten Stream bei mir mit Triangle Strategy. Ein Nintendo Switch Spiel. Sehr, sehr neu. Ich bin sehr begeistert. Also nicht begeistert, aber schon ein bisschen. Vorfreude. Ich habe die Demo ein bisschen gespielt und es ist schon ziemlich nett. Hi. Übrigens, in Mario Kart 8 gibt es neue Strecken. Der habe ich mir vorhin mal runtergeladen. Also, let's go. Triangle Strategy. Ja, und sonst so. Was ist das? Achso, hier. Mein Papi schreibt gerade nochmal. Mal kurz antworten. Jupp. Das ist mein positiver Corona-Schnelltest. Ja, gehört zum Panzer. Gut. Will das Spielstand der Demo beginnen? Nein. Ich möchte gerne für den Stream frisch, neu anfangen, damit ich alles auch auf Video habe. Was ist eigentlich mit dem Mikrofon? Das ist so ultra empfindlich. Nutzt den USB-Mikrofon, ja. Das ist ganz normal. Filter. Keine Ahnung. So. Egal, fangen wir einfach mal an. Gucken, was wir für Optionen haben. Textsprache Deutsch, Sprachausgabe Englisch, schnell, HD-Vibration. Ach, Joy-Con. Okay. Kamera, Kampfeinstellungen. Schwierigkeit normal. Aus, Zahlkorrektur rechts. Der Taste kann vorgespult werden. Dann können wir es erstmal so lassen. Grafik. Eckenabdunkelung, Unschärfeeffekt. Oh ja, ich kann mal so lassen, ne? Spiel ist auf eine angenehme Lautstärke, glaube ich. Ansonsten bin ich auf das Feedback angewiesen von euch. Neues Spiel. Normal. Empfohlen für Fortgeschrittene im Genre der Strategiespiele und Spieler, die herausfordernde Kämpfe erleben möchten. Auf normal ist schon herausfordernd? Also es ist nicht sehr leicht, normal anspruchsvoll, sondern leicht, normal schwer und anspruchsvoll. Leicht, empfohlen für Neulinge im Genre der Strategiespiele. Und Spieler, die sich vor allem auf die Geschichte konzentrieren möchten. Sehr leicht. Die Geschichte genießen müssen, ohne Gefahr zu laufen. Ohne Gefahr zu laufen, in Kämpfen stecken zu bleiben. Ah ja. Nee, wir machen einfach normal. Ganz normal. On the faraway continent of Norzelia, 3 mighty powers reigned. Achso, was drücken. The kingdom of Glenbrook, through which runs the mighty Norzelia River, bringing flourishing trade. The Grand Duchy of Esfrost, a land of ice and snow beneath which slumbers rich veins of iron. Hexatum Acefrost. And in the desert, the holy state of Hyzant, home to the lake from which is harvested the salt essential to life. With each nation controlling one vital resource, conflict between these 3 powers was all too common.
Minor disputes and skirmishes gave rise to fierce battles, and before long, the realm was engulfed in a bloody conflict that would rage on for years. Brought to their limits and facing their mutual demise, the three powers at last negotiated a truce. The Norzelia Consortium is formed, a neutral organization that oversees fair trade of iron and salt. Finally, 30 years pass. Now, a new bond is set to be formed between the Grand Duchy of Esfrost and House Wolffort of Glenbrook, whose power in the kingdom is second only to that of the royal family itself. Kapitel 1. Der junge Falke. Stadt Wolffort. Lord Serenoa? Huh? Good morning. Morning. I say for fishing, ain't it? Congratulations, my lord. The future of Wolffort is looking brighter than ever. Today's the day, is it not? We're all ready for the big moment. Thank you, everyone. Young master, Lord Serenoa. So, you were here after all. Ah, Benedict. It would seem word has reached the people already. You can thank Erador for that. He couldn't refrain from blabbing the news to anyone who would listen. This is a momentous day, not merely for our domain, but for all of Glenbrook. I do not think it possible to keep it a secret. This is well and true, my lord, but you must consider your betrothed's lineage. I'm well aware of the situation, Benedict. I cannot say for sure what repercussions this may have. What I do know is that the people rejoice for us and harbor hope for the future. As the future Lord of House Wolffort, I must rise to the occasion. Fine resolve, my lord. As House Steward, I will do all in my power to assist. Thank you, Benedict. It is heartening to have the support of my father's right-hand man. Shall we head to the port then, my lord? So soon? I had thought we would have more time. The river's waters have risen with the heavy rainfall earlier this week. And given the wind, I think it likely that Esfrost's ship will arrive ahead of schedule. You never cease to amaze. Very well then, let us be on our way. Was möchtest du, Katharina? Katharina. Nein, du spielst kein Carcassonne mehr. Das hätten wir vorhin spielen können, Katharina. Jetzt kann ich nicht. So, jetzt hat... Sag mal. Moment. Ja. Kinder, die einfach mit Absicht nicht verstehen wollen, das waren jetzt gerade beschäftigt ist. Den ganzen Tag hätten sie spielen können. Und dann, wenn man mit dem Streamen anfängt, dann kommen die her. Papa, können wir kein Wasser spielen? Nein. So, Weltkarte. Geschichte treibst du voran, indem du eines der Ereignissymbole auf der Weltkarte auswählst. 2 verschiedene Arten von Ereignissen. Hauptereignisse sind notwendig, um Geschichte voranzutreiben, Nebenereignisse sind optional. Stehen aber möglicherweise später nicht mehr zur Verfügung. Okay. Einheit im metallkundigen System. Mit X Hauptmenü. Gut.
Ich glaube auch nicht, dass es jetzt großartig Nebengeschichten geben wird. Nö. Noch da hoch. Frost. So. Ein Kriegsschiff aus Frost hat den Hafen vor Warfare erreicht. Wer ist die Frau mit rosa Haaren, die mit ihrer Gouvernante an Land geht? Wer ist das wohl? Eine mysteriöse Besucherin. I thank you for the escort. You are free to go. Lady Frederica, there is no one here to receive you. He will be along shortly, no doubt. If I have heard true, he is not the type to keep a lady waiting. By your leave, then. We wish you everlasting happiness, my lady. Thank you. I shall work hard, both for my new home and for my motherland. Please let brother, the Archduke, know that. As you command, my lady. We leave the rest to you, Gila. I shan't let you down. Ja, was sie gesagt hat, was da stand, waren aber irgendwie ein bisschen unterschiedliche Dinge, oder? Phew, Glenbrook at last. Finally, we can take a moment of respite from our long journey. That said, it would seem we've arrived ahead of schedule. I much prefer it to being late. This is a momentous day for Frost, and for the entire realm. We cannot afford to make a bad first impression. I agree, which is why we cannot have you looking so tense. Why don't we go for a bit of a stroll? A fine idea. After all, this may be the last time in a while that I am free to do as I please. Most are not inclined to grant liberty to one of Rosellan heritage, such as me. You brought that pendant with you? Of course. It is the only memento I have of my mother. Thank you kindly, little lady. Letting a whole boatload of guards go back home was a stroke of genius. We heard tell you'd be here, and we wanted to be the ones to welcome you. The winds of fortune are blowing today, aren't they, Pa? Brigands! No. Stand back, Frederica. I shan't let them have you. Bonusstufe 2. What do you intend to do with us? Make you our little hostages is all. And wring every last coin out of the duchy and house Wolfort. What's with that pink hair, though? Ya Rosellan? And that lady looks like she's from Hyzant. Did we go after the wrong boat? Ja. Meine Güte. Switch nicht richtig in der Dockingstation. Was soll der Scheiß denn jetzt? Bist du jetzt drinne? Danke. Enough!
I am without a doubt. Moin. Have you bandits no shame? Attacking 2 innocent women? Echt mal. Just who in the hell are you? Sagt wer? Er wird von eurer Serie herrschen 3 Gesungen vor. Nutzdenken, Moral und Freiheit. Die Gesingungen sind unsichtbare Parameterwerte, die von deiner Entscheidung und Handlung beeinflusst werden. Deine Entscheidungen prägen Sereneos Gesinnung und abhängig von dieser sammelt er andere Gefährten um sich. Cool. Fragt wer? Ich lasse mich ungern von Gaudern verhören. Es geht euch nichts an, er gibt euch, was muss niemand was geschehen. Ihr ähnelt euch sehr. Könnte es sein, dass ihr Vater und Tochter seid? Fragt wer? Who are you exactly? Band of common brigands from the looks of it. Got you curious, huh? You can call me Trevor. Leader of the fiercest band of brigands this realm's ever seen. And I'm his daughter, Trish. We've 100 men at our beck and call. You'd be wise to surrender while you have the chance. A bluff, to be sure. I doubt the man would lead his own daughter into battle if he truly commanded such an army. Most astute, my lord. This is doubtless the extent of their mighty band. Enough of your whispering. Now tell us who you are, you bloody cowards. Only a fool would reveal such precious knowledge to his foe. Hey! Who you calling a fool? Enough of this! You'll regret ruining our plans! To arms, my lord. Stand back, the both of you. No, we fight together. I brought this upon us through my indiscretion. Pray allow me to help. My lady. I am a teacher of the arcane arts, and Frederica is a most apt pupil. I can assure you we shan't be a burden. Then I ask for your support from the back lines. And you shall have it. Why didn't you tell me you were having such fun? I would have joined you sooner. What are you doing here? Let us talk later. Now, I believe we have Der some blonde lawless Mann. ruffians. Alles klar. Wenigstens Eigenschaften gehabt. Der strategische Einsatz dieses Gefährten macht ihn zu einem idealen Unterstützer. Steht Gefährten mit zahlreichen Fertigkeiten zur Seite, kann die Aktionsreihenfolge von Gefährten beeinflussen. Okay. Strategische Eigenschaften. Prächtige Feuermagie. Das Schlachtfeld in Chaos taucht. Ihre Flächenmagie setzt vielleicht mehrere Gegner auf einmal zu. Aha. Gilas. Versteht sich auf Regeneration. Also ist eine Heilerin, okay. Wieso ruft mich denn jetzt mein Vati an? Verpasster Sprachanruf. Wieso ruft mich mein Vati an? Was soll denn das? Überfall der Travis-Bande. Kampfbeginn. I hope you adults are ready to learn a hard lesson. You'll need more than numbers to beat us. Their confidence is admirable, at least. Orders, my lord? Give them no quarter. We cannot allow brigands to have the run of Wolford. Echt mal. Just who are these people anyway? Oh, ich habe mal Trinken ausgetrunken, nichts nachgefüllt, ey. Now, Benedict. Kämpfen kommt bei der Beziehung und Aktionsreihenfolge der eigenen und der gegnerischen Einheiten eine Schlüsselrolle zu. Wenn du dich auf höherem Gelände als der Gegner positionierst, richtest du mehr Schaden an. Mein Vati. Bis gleich, ich muss mal kurz telefonieren.
So, bin ich wieder da, sorry. So. Aber ich meine, wenn der Papi, der nach Spanien ausgezogen ist, anruft, dann kann man ja auch mal rangehen, ne? So. Höhe für dich erhöhen, Gelände als der Gegnerposition ist richtig über Schaden an. Angriffe von hinten sind immer kritisch. Mit Symbol, okay. Die Aktionsreihenfolge wird durch ihren Agilitätswert bestimmt und über die Aktionsleiste am unteren Bildschirmrand angezeigt. Rechter Stick, Kamera bewegen. Seitlich. Was? Seitlich antippen, Kamera drehen. Also mit dem Rechtsstick kann ich die Kamera horizontal und vertikal bewegen. Und wenn ich ihn seitlich antippe, kann ich die Kamera drehen. Hä, wie funktioniert das denn? So. Okay. Dann will ich das mal ausprobieren mit der rechten Stick. Travis, Partnership. Give him a fight, man. Distinguish yourself in battle and you receive your due reward. Farbmarkierungen, die immer bewegen. Blaue Felder innerhalb der Bewegungsreichweite und außerhalb der gegnerischen Angriffsreichweite. Also im Blauen bin ich also quasi safe. Lila, innerhalb deiner Bewegungsreichweite und der gegnerischen Angriffsreichweite. Rote weisen auf Gegner, die deine Einheiten eingreifen könnten. Rote Felder, Angriffsreichweite deiner Einheit. Gelb, Wirkungsbereich des Kommandos. Ah ja, okay. We do not take kindly to thievery here in Wolfort. You will pay for your crimes. You will pay for your crimes. Then where shall we strike? Ah ja. Okay. Einfach nur bewegen. So, also... also ich kann ganz normal bewegen, so düdelü. Wenn ich einfach nur antippe, so kurz so. Dann macht er die Bewegung. Okay. Naja, ist auch egal. Mehr so schwammig als alles andere. Geh einfach mal hier so hin. Deine Einheiten kannst du Kommandos geben. Kommandos sind in Kategorien Aktionen Gegenstände unterteilt. Mit dem linken Stick oder den linken und rechten Richtungsknöpfen. Also auf dem Steuerkreuz. Zur Aktion gehören Standangriffe mit Waffen und Fertigkeiten verbrauchen bei ihrer Anwendung FP. Zu Beginn ihrer Runde erhält jede Einheit 1 FP dazu. Fertigkeitenpunkt. Die Gegenstände greifen alle Einheiten auf das Gruppeninventar zurück. Aktionen unter Einsatz von Gegenständen zählen mit wenigen Ausnahmen jeweils als ein Kommando. Gut. Was sind drohende Klinge? Halbiert Handlungsbereitschaft. Ja, hau rein! Wait your turn. Okay. Guck nach vorne. You think you're all high and mighty, huh? Well, we'll show you we're no slouches ourselves. We're just trying to make a living here. Ja, mach es mal woanders. Our land has no place for those who disregard the law. Echt mal. There is no mercy on the battlefield. Kann man nur wählen. Gute Feuerherz. Der Gegner Schaden. Für 3 Runden die Kraft und Magie eines Gefährten. Ich kann mich ja mal hier so hinstellen. Feuerherz.
Schade. Sie ist ja die Heilerin, ne? Sie ist die Feuermagierin. I have your back. Thank you. Siehste, und danach kann ich mich trotzdem noch bewegen. Geil. So, ist der Rücken schon mal gedeckt. Lanze. Ching. Shall we make it a contest, my friend? I think not. Whatever would I tell your father if harm were to befall you? Der will ja noch einen Wettkampf draus machen, wenn die meisten erledigt. These are no ordinary men. Oh, Let us remain calm and clear-headed. That is our surest path to victory. Alles klar. I shall do what I can. Gina, Heilerin. Your wounds are healed. My thanks. Ja, voll gerne. We must defend ourselves from this danger that threatens us. Let me show you what I've learned. Feuergrimoire. Achso, Nahkampfattacke. Ich habe einen Gegner im Wirkungsbereich magischen Feuerschaden, das im Boden brennt. Sie ist resistent? Okay. With the powers in me. So, einer down. Da steht ja noch einer. Coming through. Folgeangriff. Steht beim Nahkampfangriff im Rücken des Gegners ein angriffsfähiger Gefährte. Für diese einen Folgeangriff aus. Wenn man ein Ziel auswählt, bei Folge möglich ist, ein entsprechendes Symbol angezeigt. For the honor of House Wolford. Ja, aber habe ich ja nicht. Das ist meiner. Das war höchstens hier der Fall. Dies. For victory. For Victory. Guck mal, kann man uns hier hinstellen? Lanze auf Trish. Nimm das. Ja, mit hohen Vorteil. Hohen Vorteil. Make way. You're wide open. Oh, no. I shall try my level best. So, Feuerherz. I have your back. Much appreciated. Machen wir mal so. Jetzt nehmen wir in die Zange. Wenn dann hier links wieder dran ist, der Wolford-Junge. Oh, I shall do what I can. Stab. That hit the one more. Yeah, mit Folgeangriff. Let me show you what I've learned. Sorry. This is good. Es wäre nicht mal nötig gewesen, witzigerweise. So, du kommst da nicht mehr raus. Ey! From where shall we strike? Egal. Einfach weil Frederika da nämlich auch steht. Dann gibt es trotzdem einen Folgeangriff. Hehe. Wait your turn. Auch wenn er sich jetzt quasi in die Mitte von einem Doppelangriff da reingesetzt hat.
Impossible! Charge! I struck true. Good try. Let me heal your wounds. Na gut, aber es kann sie ja heilen. Bei ihm macht es gerade am meisten Sinn. This will help. Ja, ja, Katharina. Let us Alles try gut. out their weakness. Ja, Trish oder den da? Mach ich das mal. Den da. You have nothing left. What have we here? Machst du bitte die Tür wieder zu, Kathi? Dankeschön. Ja, ja. Let me show you what I've learned. So, wenn ich jetzt Flammenwalzen mache. With the powers Treffe nur die Gegner. Oh no! Angriff auf 3 Gegner gleichzeitig. You won't beat me. That works, huh? Oh, was? Das geht auch? Hope you're ready. Ja, Rückwärtswurf wäre jetzt quasi ins Wasser. I'll make this quick. Damn, that hurt. May I? You little... It worked. Charge! You don't stand a chance. Beute. Niedergeschlagene Gegner lassen manchmal Beute zurück. Seine Gefährten können diese auflesen, indem sie von entsprechendem Feld platziert werden und ihre Runde beenden. Es kann allerdings vorkommen, dass der Gegner schneller ist und die Beute stiehlt. Selten kommt es vor, dass du auf dem Schachfeld kleine Truhen entdeckst. Anders als gewöhnliche Beute gegen diese Schätze sofort in deinem Besitz über. Müsste nicht extra aufgesammelt werden. Beute lässt sich nicht sofort verwenden, nachdem du sie aufgehoben hast. Erst nach einem gewonnenen Kampf offenbart sich der Inhalt, der dann in deinen Besitz übergeht. Nicht eingesammelte Beute geht bei Kampf in die Firma. I see a path to victory. Ja, dann. Damn, that hurt. This is good. You'll rue this day. Yep. Ja, tschüss. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. I'm a fool. Over here. Aua, Cool heads shall prevail. langsam wird's aber kritisch. Your wounds are healed. Aber wir haben ja einen Heiler. Tides are turning. I fight for peace. With the powers in me. For a better world. Stufe gestiegen. Geil. Hope you're ready. Ja, wieder. Impossible. Oh, fuck, Junge, das tut weh. This ends here. Oh, May I? For victory. Doppelstoß. You don't stand a chance. You've made a grave mistake. I shirk from no danger. Oh, schön. Shall we begin? Können wir direkt wieder hochheilen. This will help. One step closer to our hope. Let us pry out their weakness. All for victory. Thank you.
Oh, fuck. Allow me. Das habe ich gar nicht beachtet. Flammenwalze geht leider nicht. Forgive me. We can win this. Your luck has run out. So, mein Freund. So haben wir aber nicht gewettet. Cool, das hat er quasi selbst nach hinten positioniert. Das ist ja quasi ein gratis Folgeangriff. For the future of House Wolford. For the honor of House Wolford. I see a path to victory. Now! Now! Did you see that? Did you see that? We mustn't lose heart. Allow me. Nicht, dass sich jetzt noch umkippt. Allow me. With the powers in me. Gut, aber gleich geschafft. From where shall we strike? Parry. Jawohl. Damn it all! This can't be! Schatz. To lead, I must grow. Oh, keiner ist drauf gegangen. Sehr gut. (16 Ruhmesmarken. Serie ausgerüstet hat sie auch gefestigt. 960 Geld, 2 Erz, eine starke LP-Pastille. Sagt mal, ist gar nichts. Wolforter Hafen. Ach, immer noch. Wait, I know that face. That's the Wolford Lordling. What's that you say? Wolford? What are they doing here so damn soon? Ja, warum wohl? This ain't what we planned for. Let's get out of here. Und tschüss. For a bunch of no-good thieves. At least they know when they're in over their heads. I would have preferred to apprehend them and see them atone for their crimes, but so be it. Your bride-to-be is safe. Isn't that what matters? My bride-to-be? My sincerest apologies. I had no idea we were being trailed by bandits. But where are my manners? I am Frederica of the Grand Duchy of Esfrost. I have come to fulfill our agreement. I am honored to join you in marriage and to call House Wolford my new home. The honor and pleasure is mine, Lady Frederica. Pray forgive me for not introducing myself sooner. To think you'd fight at each other's side in battle before exchanging your vows. Though, I dare say that it bodes well for Wolford that its new lord and lady make such a fine team. Your Highness! Here you are. Why, the entire Kingsguard has been scouring the land for you. Did you sneak out of the castle again, Roland? Ja, oops. When I heard my best friend's betrothed was arriving in Glenbrook, I simply couldn't miss the occasion. While we appreciate the sentiment, perhaps you should have said something to the king. I'm the least of my dear father's concerns. Though I suspect Huette will think otherwise. I suppose I'd best be on my way back. Rest easy, my fair Lady Frederica. You are in good hands here. I look forward to celebrating your union. Till we meet again.
Ein Ring. Vor eben war es noch das Pendant, hier ist auf einmal ein Ring. His ring bore the insignia of Glenbrook's royal family. Could that have been... Prince Roland, King Regna's younger son. So a lord and a prince drove off a band of brigands by their own hand. What a fascinating nation we've come to, Frederica. Ja. This is Sheila, my tutor and attendant. Famed is the martial prowess of the Wolforts. It was an honor to be able to witness it firsthand. Allow me to introduce myself. I am Serenoa of House Wolfort. And this is Benedict, trusted steward of my family. It is my honor to serve Lord Serenoa in any and all matters. On behalf of House Wolfort, I welcome you to our domain. You may think this is an odd question, my lord, but I ask it nonetheless. What does the color of my hair mean to you? Ja, Farbe ihrer Haare. Wunderschön. Nee, keine Ostigkeit mehr nicht. Eure Persönlichkeit ist viel wichtiger. Das wäre gut, wenn ihr Beweis gestellt habt. I find your courage more noteworthy than your appearance. You held your own out there on the battlefield. You flatter me, my lord. I apologize if I was out of line. Far from it. House Wolfort values the strength and courage of one and all. I have lived a sheltered life in Esfrost, but I promise I will do all in my power to make myself useful. That makes two of us. Fortunately, there is plenty of time for us to learn together. Yes, together. Lady Frederica, everyone awaits. Allow us to escort you back to Castle Wolfort. Thank you, Benedict. It would be my honor. Frederica und Gela haben sich dir angeschlossen. Wunderschön. Okay, wer auch immer dieser grüne Pfeil war, der gerade abgerückt ist. of Glenbrook's House Wolfort and Frederica of Esfrost will unite in marriage to strengthen the ties between their two nations. In doing so, the newfound allies hope to hold their own in the face of Hyzant's salt monopoly, which continues even now, decades after the war. Who could have known that this was but a prelude to an uprising that would engulf all of Norzelia in the flames of war? Feldlager. Händler sein Betrieb. Okay. Kannst du das wolfortische Feldlager besuchen? Wählst du überhaupt mit dem Feldlager aus? Schloss Weißholm. Nebengeschichte sozusagen. Wherever did my fool brother run off to? I explicitly told him I wanted him here when we welcome our guests. It would seem Prince Roland shrugged off the King's Guard and went on a little excursion, as he's wont to do. I swear it's as if the boy exists to drive us mad. He is an embarrassment to our family. Nö. Eine Schande für die Familie? I will see to matters myself. Your honored guests have arrived, Your Highness.
I see new faces among them. I trust you can tell me more, Clarice. But of course, Your Highness. The imposing-looking woman over there is General Avlora of Esfrost. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawnspear himself. This looks like FFT, like Final Fantasy Tactics. Hello, Panzer. How are you? Marshal of the Holy State And yes, it looks a lot like. He is the newest appointee to the Saintly Seven, and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. 'Tis a rise to prominence nigh unheard of for one so young. You okay? Oh, that's okay. Fine for you. Duchy and Hyzant's young hope. I hope no corona or something like this around you or in the family. I know this man. Sorcelay End of Hyzant, yes? Just so, my lord. And despite the Final Fantasy Tactics looking, it's not that much like Final Fantasy Tactics. It's similar, very similar, yes. So even the great monolith that is the But I know someone who says this is not like Final Fantasy Tactics at all. I can see they were not wrong Why to tap you to I lead the say consortium. it's just similar. As the officially appointed bookmaker for the tournament, I don't know if would it's not as do good for me as to be ignorant FFT, of the combatants. since I just started the game. Your Highness, So I look Lord forward Thalas to and it. Lady Erica, brother and sister of the Archduke, have arrived. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Word has it that Lord Thalas has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Esfrost. Archduke Gustadolf is said to prize freedom more than anything. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. With all due respect, Your Highness, the decisions of another nation are their own. Do take care not to say anything that might offend our new allies. You need not remind me, Patriot. I know there is little to be gained from quarreling with Esfrost's ruling family. I mean, there are 3 kingdoms with many people in it. And it's streaming for Honored intense guests, stories I am and Franny, plot Crown twists. Prince of Glenbrook. It is an honor to welcome you to our kingdom in my father's stead. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Though I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Allow me to escort you to Whiteholm Castle, where the ceremony will take place, whenever you're ready. Prince Roland, finally you return. Oha. At ease, Huet. I trust all was well in my absence. Well enough. Another visit to the Wolfort domain, was it? Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. Not today. I'm perfectly capable of taking care of myself. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny least of all. Even Cordelia would get along perfectly fine without her brother. Well, I would not. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Huet. Forgive me, truly. It won't happen again. I should hope not.
So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolfort, no less. How did you... His Grace told me, when he commanded me to keep you out of trouble. So Father knew all along. And so I have decided to fight at your side. You won't be slipping away on my watch this time. As you wish. Yep. You will be protected no matter what, if you want it or not. Okay. Mal kurz mal Lautstärke ändern. Sprachausgabe mal volle Granate setzen. Ja. Speicher können wir auch noch direkt. So. Noch irgendwo? Nee, nichts Neues. Nothing new. Welcome back, the both of you. Were there any troubles while we were out? None to speak of, aside from Eridor here. But what else is new? Out with it, Benedict! I heard you were beset by brigands. Is the young lord safe? Lower your voice. Must you always shout so? Yeah, must you always Or shout. can't you see that it was that big mouth of yours that invited trouble in the first place? There is no cause for concern, Eridor. Besides, I'm not a child anymore. Mayhap not, my lord. But I've known you since you were knee-high to a... never you mind. And this must be the young lord's bride-to-be. I am Frederica. It is a pleasure and honor to meet you all. And I am Gila, her attendant. Pleased to make your acquaintance. Allow me to introduce those in service of House Wolfort. This is Eridor, Master-at-Arms and Commander of our military forces. You'll be the lady of House Wolfort. Cheers. No harm will befall you as long as I'm around. And this is Anna, my right hand. Anna. If you require anything, Who just the say fuck word. is Anna? They may not be of my blood, but they are my family just the same. And from this day on, they're your family as well. I am aware that in all of Glenbrook, House Wolfort is second only to the royal family in power and influence. I will do my best not to disappoint you. A joyous day this is! The little lord grew up and found himself the perfect bride. Nigh brings a tear to my eye. His voice certainly does carry. Sorry, my lady, but you'll have to get used to it. You have to get used to it. Yes, I have a loud voice. You just have to get used to it. My lord, your father awaits you in his chambers. As for me, I must stay and discuss the preparations for tomorrow's festivities with Anna and Eridor. Lady Frederica, pray come with me. Father is expecting us. Anna und Erador haben sich die angeschlossen. Nice. Noch mehr Leute. More people. Annas Eigenschaften im Kampf. Bewegt sich lautlos unbemerkt, bis sie überrascht zu stehen. Kann einer Runde 2 Kommandos ausführen. Verbirgt sich vor ihren Feinden. Oh, sowas mag ich ja. Erador. Seine herausragende Abwehr macht ihn zum idealen Schutzschild seiner Gefährten. Provoziert Angriffe und kontert physische Angriffe von Gegnern auf benachbarten Feldern. Okay.
As you are well aware, there are two events of utmost importance to be conducted before Lord Serenoa and his bride are wed. The ceremony to commemorate the joint mining venture. Still can't believe I'll be seeing the day when we break ground on a new mine right here in Glenbrook. And with the full support of Esfrost and Hyzant, no less. You can thank King Regnat for that. It was by his most wise and generous proposal that the three nations of Norzelia now strive toward a common goal. Needless to say, delegates from each nation will be joining in the festivities. From the Grand Duchy of Esfrost, Lord Dragan Esfrost, who is overseeing the technical side of the mining operations. The Holy State of Hyzant will be represented by Minister Lila Viscraft of the Saintly Seven. And our own Lord Simon will serve as Glenbrook's delegate and meet with the two before the ceremony. Yes? Quite so. After that, it will be House Wolfort's responsibility to see that our honored guests feel welcome. Anna, I would trust you safeguarding both Lord Dragan and Minister Lila. Consider it done. Then once that stuffy ceremony is over, we can get to the real highlight of the day, the tourney! Ah, my blood's already rushing, just envisioning the greatest warriors from all the realm clashing swords! From Esfrost, the much-renowned General of Laura. So many names. And from Hyzant, So viele Minister Namen. Exham Marshall. I have heard much of his prowess as well. Then, of course, there's our reigning victor, the pride of Glenbrook, Sir Maxwell the Dawnspear. Still, I wish him all the best of luck against their hosts. They'll need it to beat House Wolfort. On that matter, there are two things I should make clear. Prince Roland has expressed a desire to join the tourney as a member of House Wolfort's contingent. Why would the boy want to fight with us and not his own arms master? Apparently, he originally formally requested to do just that, but King Regna would not allow it. And so he came to the young lord in hopes of finding another way in. Well, it's more than welcome in my book. The royal family said we're free to put together our own contingent after all. I reckon His Majesty would be beside himself with joy if we could deliver a beating to Esfrost and Hyzant. Doubtless so. Very well. I shall inform the prince that he is welcome in our ranks. Finally, there is the matter of Lord Simon's health. Indeed. Sadly, the Lord of the House is in no condition to participate in the tourney. Barring some miracle, I anticipate that Lord Serenoa will have to fight in his Lord Father's stead. Lord Simon. I suppose age takes its toll on even the mightiest of men. So be it then. You can leave watching over the young lord and Prince Roland to me. Good. I remind you that while this is a joyous occasion, all of our attendees have their own reasons for coming. Let us not give them an opportunity to catch us unaware. Oha, sind sie endlich fertig mit Labern? Cool. Finden wir vielleicht noch was anderes zum Erzählen? Story-wise. Nope. Father, I bring to you my betrothed, the Lady Frederica. A pleasure to meet you, my lord. Just autoplay I it. am Frederica of House Esfrost. Ho ho, the pleasure is all mine. Were it not for the efforts of House Wolfort, the Salt Iron War would rage on still today.
I do not deserve the honor of joining your esteemed family, but I will endeavor to serve you all the same. There is no need for such formalities, my girl. You are tired from your journey, I am sure. Pray rest easy tonight. Thank you, my lord. I believe that in any journey, the first step is the most important. Before we go forward together, I should like to know why you chose to welcome one of Rosellan blood, such as I. Oh, I'd heard you were a strong-willed one. Pray forgive my insolence. And yet, I am set to marry into a mighty house of a foreign nation. I should like to know what you wish of me, that I might live up to your expectations. A most reasonable request. Both of you, listen well. Yes, Father. Your marriage was agreed upon by Glenbrook and Frost, that the ties between our two nations might be strengthened. To give us more leverage against Hyzant with their monopoly over salt. Precisely. With Glenbrook and Frost consolidating their power, Hyzant was left with little choice but to join the alliance. And yet, while Lady Frederica is indeed the Archduke's sister, at the same time she is the daughter of a Rosellan concubine. And House Wolford, for all our military prowess, is no more than a bannerman of the king. If the aim was to forge the strongest bond we could between our two nations, It would be far more appropriate for my sister, Lady Erica, to wed the Crown Prince of Glenbrook. just so, yet neither nation chose that. And do you know why? So that if relations between our two countries were to take a turn for the worse, we could be cast away like pawns. Precisely. Oh. Such are the schemes of those who rule nations. Politics, I hate it. Das würde mich auch aufregen, ey. I understand now. And yet, no matter how impure the intentions behind this arrangement may be, I will not bring dishonor to the Wolford name. Well said, my son. If that is your decision, then... Oh. Ah. Oh. Father! Lord Simon! I am an old man, and my health is not what it once was. For this reason and more, I have made my decision. As of this day, I abdicate my position as Lord of House Wolford. You will serve in my stead from tomorrow forth, my son. But, Father, I am not ready to... My decision is not made lightly. You have already shown me, with your words and your deeds, that you are more than ready. Think always about what your subjects need from you. Weigh your choices carefully, then take action. Do so, and I have no doubt you will make a great lord. And trust in Benedict. He shall serve you as well as he did me. Thank you, Father. I will spare no effort that one day I may be as beloved by our people as you. Ja, der Nachfolger. Lady Frederica, your fate is not a simple one. There are many who would try to use the both of you as pawns in their own schemes. Even so, I hope that you will be there to support my son through it all, as his wife. But also,
as your own person. This is House Wolfort's entreaty, and the wish of a father. Of course, my lord. It was my intention from the moment I boarded the ship. Beg pardon, my lord, but Lord Dragan and Minister Lila have arrived. Very well. Presiding over tonight's banquet will be my final duty as Lord of the House. Tomorrow's ceremony will mark the beginning of yours, my son. And after that will be your wedding. Rest well tonight, both of you, for busy days lie ahead. Wow. Busy days lie ahead. It's like a promise. Die junge Falke abgeschlossen. Gut, hier habe ich nicht viel für getan. Years after the salt iron raged across Norzelia, a vein of precious minerals was unearthed in the kingdom of Glenbrook. From east to west, joy swept the land. United at last in common cause, the kingdom of Glenbrook, the Grand Duchy of Esfrost, and the holy state of Hyzant endeavored to wrest this bounty from the earth, with each nation providing expertise and resources. This uneasy alliance between once bitter enemies will herald a new era of tranquility in this long and battled realm. One after another, dignitaries from each nation arrive in Glenbrook to solidify this accord and toast to its success, the first step on the road to peace. Among those who would forge this road is Sarah Noah Wolffort. Inheriting the title of Lord Wolffort from his father Simon, he must decide what foundation he would lay for this new era. Kapitel 2. Erhebt euch, o Krieger! Welcome to Castle Wolfort, Minister Lila. Allow me to express my gratitude to the Holy State. Okay. Were it not for your nation's generous efforts, this venture would never have come to fruition. You are too kind, Lord Simon. You too have served an invaluable role in this. Though I must admit, the news of the union between your son and Lady Frederica came as quite the surprise. None in Hyzant considered that a bannerman of Glenbrook would join with the ruling family of Esfrost. I hear that Lady Frederica is the Archduke's half-sister. I must ask, how did this arrangement come to be? Your curiosity is only natural. This union was promised during the war, an arrangement made with the previous Archduke. Truth be told, I am surprised one as well informed as yourself did not already know. And this is your son, as I recall. Sarah Noah Wolffort, at your service, Minister. And I am Frederica Esfrost. My son still has much to learn, but I believe this marriage will herald a bright future for us all. For today, I intend to step down and leave House Wolffort in Sarah Noah's capable hands. You're abdicating your position? Surprising news comes in pairs, I see. Nonetheless, I am happy for you both. I imagine the lords and ladies at tonight's banquet will take great interest in the new Lord Wolffort, as will I. Pray, go easy on the boy, my lady.
I hear that young Lord Dragan of Esfrost shall also be in attendance. Indeed. He has been appointed to oversee operations at the Grand Norzelian mines. I understand his star in Esfrost has seen a meteoric rise. Good. I would like to hear more of this new explosive substance he means to use to blast the tunnels. As a fellow scholar of sorts, if in a different field, I am always curious to learn how great discoveries are made. He should have arrived by now. Has anyone seen him? Dragan's gone to see the city. He was halfway there before the gangplank landed on the docks. Ah, he is your cousin, yes. I see we share an innate curiosity for new places. The banquet will begin soon. I shall seek him out and escort him there. Very good. Though I will host tonight's festivities, I want you to act as if you're already Lord of the House. Our guests are the most esteemed personages of their respective nations. Take care not to cause offense. Of course, Father. Okay. Wo Dragan versteckt? Ich sollte mich in der Stadt umsehen, dabei kann ich mich auch gleich nach dem Wohl der Bürger erkundigen. Neben den Geschichtssequenzen und Kämpfen bietet dir dieses Spiel auch eine Erkundungsphase. Nutze die Erkundungsphase, um mit Bewohnern zu sprechen, Gegenstände zu sammeln oder auf dem Schlachtfeld vorhandene Vorrichtungen zu überprüfen. Gehen, laufen, laufen, laufen. Sprinten kannst du B. Knopf. Okay. Ich da rein? Tatsache. Hallo. Prinz Roland soll sich schon wieder aus der Burg geschlichen haben. Zum Glück ist dieser Taugenichts nicht Erbe des Throns. Was? Taugenichts? Statt mir die Einzelheiten des Förderabkommens nochmal zu erörtern. Die drei Reiche haben vereinbart, ihr Wissen und ihre Ressourcen zu einen, um die neu entdeckten Eisenvorkommen gemeinsam abzubauen. Man erhofft sich, dass alle Beteiligten gleichermaßen davon profitieren und zum Wohlstand gelangen werden. Herr Dragan kennt sich mit der Förderung und Verarbeitung von Eisen bestens aus. Er ist der geeignete Mann, um technischen Belange zu aufsichtigen. Okay. Herr Fürst, es ist mir eine Ehre, euch zu den kommenden Feierlichkeiten begleiten zu dürfen. Ich freue mich schon auf eure Ansprache und beim Turnier werde ich euch aus voller Kehle zujubeln. Dessen könnt ihr gewiss sein. Alles klar. Okay, passt hin. Ich drücke random hier drauf und klicke ein Item? Cool. Schön, so friedlichen Zeiten zu leben. Nichts vielleicht mit dem Grauen, das vor 30 Jahren hier herrschte. Der Salzeisenkrieg hat nichts als Elend über uns gebracht. Mögen solche Zeiten niemals wiederkehren. Besser ist. Benedikt und ich werden ebenfalls an dem Turnier teilnehmen, wie ihr es gewünscht habt. Möge Haus Wolford siegreich sein. Okay. Norselia-Chroniken, Band 8 zum Schriftstück hinzugefügt. Bei den Streifzügen durch Norselia wirst du hier und da Schriftstücke entdecken. Einen direkten Einfluss auf deinen Spielfortschritt haben diese Funde zwar nicht, sie geben dir aber einen tieferen Einblick in die Geschichte oder auch die Geografie des Kontinents. Chroniken und Hauptmenü. Was? Nein. Fußspuren. Fußspuren erlauben dir, die bisherige Geschichte Revue passieren zu lassen. Ah. Folgt man dem Norselia-Strom flussaufwärts, vorbei an zerklüfteten Bergen, gelangt man nach Esfrost, das in einem von Schnee und Eis eingeschlossenen Tal liegt. Von rauem Klima, dem Schneewehen und der Eiseskälte ist innerhalb der Stadtmauern nichts zu spüren. Die Bürger sind betriebsam und stemmen sich gemeinsam gegen die unwirtliche Natur. Dieser unbeugsame Geist macht das Wesen des Herzogtums aus. Burg Eisenstein, der imposante Sitz des Herzogs, ist eine architektonische Meisterleistung, direkt aus dem Fels der umliegenden Berge gehauen. Sie ist das perfekte Gesicht für ein Land, dessen Venen die zahlreichen Erzadern im harten Gestein sind.
Die Burg beherbergt neben dem Herzog und seinem Hofstaat auch einen gigantischen Schmelztiegel, der Eisengewinnung dient. Esfrost hat die besten Handwerker des ganzen Landes versammelt. Sie helfen dabei, Eisenwaren in großen Mengen zu produzieren und die Arbeitsprozesse zu verfeinern. Der gewaltige Schmelztiegel innerhalb der Burgmauern gleicht dem Schlund eines Vulkans. Hier werden Tag ein und Tag aus auch die Waffen und Rüstungen des schwarzen Eisen Esfrosts Armee gefertigt. Die Außenmauern von Eisenstein ziert eine gewaltige Glocke. Ein Symbol für Esfrosts vortreffliche Schmiedekunst. Wie sie gefertigt wurde, ist ein Staatsgeheimnis. Die Glocke schlägt zu jeder vollen Stunde. Ein Klang, der die Gipfel der hohen Berge spielend überwindet und manchmal noch an weit entfernten Hängen Lawinen auslöst. Wow, Lawinen. Das ist ja furchtbar praktisch. Erinnert schon ein bisschen an Ironforge. Die Städte Zwerge in World of Warcraft. Hallo? Guten Tag, Herr Serenor. Ich spiele gerade mit meinen Freunden Verstecken. Das führt mich dazu, dass ich schon mal wieder Bock hätte auf World of Warcraft. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ein Item. Also hier blitzt auf jeden Fall nichts. Ja, das Gemüse hier links in der Ecke da oben, ne? Das ist wie... Das ist so PlayStation 1 Looks, oder? So pixelig. Miau. 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 Weder aus der Stadt noch aus der Burg sind besonders vollkommen, dieses zu melden, welchen ich ertrag. Wunderschön. Es waren allerhand illustre Gäste zu den Feierlichkeiten erwartet. Eine gute Gelegenheit für diplomatische Gespräche. Ihr tätet ebenfalls gut daran, mit möglichst vielen Gästen in Gespräch zu kommen. Werden wir der Rat gestattet sein. Besser ist. LP Pastille. Wirklich eine Unverschämtheit von dieser Travis-Bande und deine zukünftige Braut zu überfallen. Zum Glück war der rechtzeitig da, Schlimmeres zu verhindern. Echt mal. Wegen der Festigkeiten wimmt es in der Stadt von Leuten. Erst gerade sah ich einen Fremden, der sich interessiert in die Straße umschaute. Vermutlich einer der Delegierten. Schon lange her, dass man in der Königsstadt noch solch ein großes Turnier abgehalten hat. Welches der 3 Länder wird am Ende siegreich sein? Wem werden all der Ruhm und die Ehre gehören? Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Alles klar. Wolford ist eine blühende Stadt und seine Bürger haben vollstes Vertrauen zu dem Fürsten. Kein leichtes Unterfangen, wie ich aus Erfahrung weiß. Vielen Dank, Herr Dragon. Eure Worte ehren uns sehr. Verzeiht, doch wer seid ihr? Nicht doch. Ich muss um Verzeihung bitten, Serenor Wolford, zu euren Diensten. Ich bin hier, um euch an das Paket zu erinnern. Es beginnt bald. Sehr liebenswürdig. Ich werde mich noch ein wenig in der Stadt umsehen, aber rechtzeitig da sein. Seid bitte unbesorgt. Ich habe noch eine Handvoll Vorgegeben zu treffen, bevor wir eure segensreiche Verbindung feiern können. Ich werde mich beeilen, eine Audienz mit Fürst Simon zu erhalten. Es gibt noch viel zu klären. Was ist, Alex? Hi. Ja. Hi. Kinder. 300 Geld. Mein Mann arbeitet am Hafen. Die Schiffe tun in diesem Land große Dienste bei der Beförderung von Gütern und Menschen. Jo. Ich spiele mit meinen Freunden Verstecken, bis mein Vater wieder da ist. Ich hätte vielleicht ein gutes Versteck. Man muss clever sein, um sich gut zu verstecken. Vielleicht wäre es clever, meinem Vater zu helfen. Aber mein Vater freut sich, wenn ich ihm helfe. Er wird bestimmt ganz stolz auf dich sein. Auf Wein. Wenn er sich freut, dann freue ich mich auch. Fein. Wo ich mich bald suchen sollte, die verstecken. In Feierlichkeit im Turnier habt ihr sicher alle Hände voll zu tun. Friederike und ich wollen schnell einleben, damit euch bei euren Pflichten unterstützen können. Es sieht Dragan nicht, dass er erst einmal die Stadt besichtigt und nicht gleich vorstellig wird. Immerhin bietet es auch mir die Chance,
mehr über meine neue Heimat zu erfahren. Werde es so gut in dem Wolfort ein wenig zu beschreiben. Anstatt so richtig kennenzulernen, muss man sich hier amüsieren, das wäre doch mal gesagt. Dann auch vielleicht in etwas blumigeren Worten. Wolfort ist eine Hafenstadt und wird zu einem Umschlagplatz für das neu gefeuerte Eisen werden. Ich werde die Steuern genau im Auge behalten, damit sich der Handel frei entfalten kann. Die Mauern sind stark und schützen Wolfort vor unliebsamen Besuchern. Ich gebe mir beste Mühe, dass ich die sicherste Stadt des Königs frei entfalten. Ja, der Handel scheint eine große Bedeutung in Wolfort zu haben. Die Stadt liegt im Transferbereich zwischen der Königsstadt und Highsand. Vertreter des neuseelischen Handelskontors und andere Händler gehen hier ein und aus. Sie ist das Herz unseres Fürstentums und es ist meine Pflicht dafür zu sorgen, dass es allen hier gut geht. Die scheint ihr gut zu erfüllen, denn die Menschen hier sind überwirkend überaus glücklich. Ich werde mir das Erfahrene zu Herzen nehmen. Okay, ich glaube, dann sind wir hier fertig. Kundung beenden. Also muss ich mal ganz kurz Nase putzen. Das beginnt bald. Das Bankett. Ich soll jetzt zusammen mit Dragan auf die Burg zurückkehren. Ich werde mich mal ganz kurz muten. I thank you for your hospitality today, Lord Serenoa. Ja. Think nothing of it. Did you enjoy the city, Lord Dragan? Quite. Its people are full of life and love for their lord. That says all I need to know about House Wolfort. You honor us with your words. I am only being frank. Frederica is the sister of the Archduke, after all, and my cousin besides. I would not see her marry into an unworthy house. Suffice to say, my expectations were exceeded. I have heard much of your ingenious contributions to the mining efforts. I sense prosperous days are ahead of us. As do I. Finally, our nations enter into an age unfettered by war. With Esfrost's iron, Hyzant's salt, and Glenbrook's mediation, there is no limit to what we can achieve. We must regard each other as equals, and forge mutually beneficial relationships. I sense skepticism in your words, Lord Dragan. Do you mean to imply our relations are not already mutually beneficial? Oha. I need not imply anything. The salt tax you claim makes my case more than clear. Bold words from one so young. Is that how peers speak to one another? Perhaps the young ones, yes. What do you think, Lord Serenoa? Was würde ich denken? Dissatisfaction with the salt tax was one cause of the war, was it not? Ja, Steuern sind halt scheiße. Salt is a divine boon, a gift from the goddess to her true believers. This is the foundation of the teachings that guide us in Hyzant. By allying with Esfrost, do you mean to gainsay our most fundamental beliefs? Of course not, Minister. We understand that the source is Norzelia's sole supply of salt. And we would not deny that it is the Holy State's right to harvest and tax it as you see fit. Thank you for acknowledging that. Though it strikes me that your words are measured. You needn't be so non-committal, Lord Serenoa. It is only reasonable that the three of us have differing opinions on the matter. However, that is all the more reason for us to be open to frank discussion. Honored guests, pray forgive my son. We of House Wolfort are but simple warriors. I'm afraid matters of finance and politics do not come to us naturally. This, however, I can say. We will fight injustice and tyranny wheresoever it may be. Of course, we do not enjoy conflict. Still, we will not hesitate to defend our land and our people should the need arise. No matter how mighty the threat, we will fight for home and kingdom. Yes, Lord Simone. Of that we are keenly aware. I apologize if I spoke out of turn. But the fact remains that as every winter passes, the tension between our nations grows, and salt is the cause. The common folk have all but forgotten its taste. I simply want to ease their suffering.
The ministry I oversee is committed to the preservation of life. I personally believe that salt should not be a luxury reserved for the privileged few. All those who live require okay, dass du das nicht toll it, findest. not just those lucky enough to be born within the borders of our holy state. You agree with me then? How I feel matters little. In Hyzant, the word of the goddess, as conveyed to us from the lips of the Hierophant, is absolute. But perhaps this joint mining venture of yours may lead to the change you seek. Indeed, we must set our gazes to the future. All of us. I expect you will be the ones to usher us into a new era. Yes, Father. Father spoke not a single word to me today. Before long, I fear I might forget the sound of his voice.
So, sorry, bin wieder da. Hat ein bisschen Family Matters zu klären. Ah, ist wieder fertig soweit. Please, sister, you weep and wail like a common girl. Show some composure. Father has a kingdom to rule, a kingdom engaged in a historic endeavor. He has more important duties than to pamper a spoiled child. Yes, of course, brother. You speak as if Father's duties include anything more than licking the boots of these dignitaries. It is inconceivable he cannot spare the time to break bread with his daughter. You speak out of insolence and ignorance, Roland. I speak only the truth. He leaves all the cumbersome tasks to the Wolforts and Minister Patriot. A king's word is to be obeyed. And what of his subjects? Do they exist simply to bring him glory? To take the blame for his failures? They are to serve as he sees fit. The hell they are. Believe as you wish. Speaking of his subjects, it appears lordship of House Wolfort will be passed down to young Serenoa. What? How fortunate for you to have a friend in the new lord. Best not take loyalty for granted, however. House Wolfort is obedient enough for now, but that can change as quickly as the wind. Use them well when you can, but be ready to bring down your fist if they dare to rise above their station. Don't speak of them like lapdogs. They're not servants, they're my friends. Do you really think to lead with such a soft heart? You are not fit to wear the royal signet. Stop this fighting at once. You frighten me. Enough of this. Where are you going, brother? To train with Sir Maxwell. I would clear my head. There is a tourney on the morrow, after all. Brother... I yield. Your spear wavers, my prince. Something weighs on your mind. You've always been able to see through me. It's no great feat. Your heart lies ever on your sleeve. Do I hear disapproval in your voice? Not exactly, my prince. It can be a weakness, yes, but it can also be your strength. After all, sometimes a direct strike is most effective at piercing a formidable defense. I will take those words to heart, Sir Maxwell. Ja. Thank you for today. Controller runter. The pleasure was mine. I expect a good fight from you tomorrow. In the final match, no doubt. I take the field with House Wolfort. Together, I have no doubt we can emerge triumphant. Ah, that would explain your improvement. Young Serenoa is a worthy training partner. Even so, I have no doubt you've held your own against him. Tomorrow you shall show the realm what I already know. That you are a warrior worthy of your family's legacy. Sir Maxwell, Sometimes I wish I wasn't a prince. Sometimes I wish I'd been born your son instead. Surely you jest, Your Highness. Your father is a great king, and an even greater man. It is an honor to serve him as I do. Apologies. I forget myself. I must have taken quite a blow. Anyhow, I suppose I should rest till the morrow. Be well, Sir Maxwell. It cannot be easy being the youngest prince. To have others expect nothing from you, yet still shake their heads in disapproval. But you can rise above this, my prince. Seize your chance and lay everyone's doubts to rest once and for all.
Once and for. So, ich muss mal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, mein Sohn streift hier durch die Gegend. So. Hey, Debrikeks. Ausgeschlafen? Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Dass angeblich mein PayPal-Account temporär irgendwas ist. Ich werde das einfach mal als Spam und vergesse diese Mail. Semi, dezent merkwürdigen Traum gehabt und PC hatte um 13:38 Uhr offenbar einen Hang-Up. 13:38 Uhr und nicht 37? Ein Hang-Up? Bist du da nicht irgendwo eingeschlafen? Wohl nie. Um die Uhrzeit habe ich selber geschlafen. Ich habe mich ja um 1 selbst hingelegt und habe auch mal 2 Stunden gepennt. Also echt nötig gehabt. So, wir sind hier Bulk Warford. Kann ich noch irgendwas machen? Muss angucken? Nein. Da oben. Auch nicht. Über das Menü. Feldlager. Wir hoffen mal vor deine Nachricht, dass du essen gehst irgendwann. Ja. Ja, das Witzige ist, nach dem Essen habe ich ja noch 10 Minuten gespielt und dann habe ich mich hingelegt. Weil ich einfach voll müde war. Auch während dem Guide-Video. Ja, hast du auch nötig gehabt, ne? Ja, sehr neu. Ergibt wie immer statt ich Figur ab. Aber werte Klassiker und neueste Errungenschaften. Ich führe Waffen von überall. Bei Händler kannst du Gegenstände und Accessoires erwerben, aber auch Dinge verkaufen, für die du keine Verwendung hast. Durch den Erwerb eines Accessoires kommst du noch nicht in den Genuss des Effekts. Vergiss also nicht, es eine Einheit noch anzulegen. Dies kannst du über die Einheitendetails. Okay. Trotzdem weird. Was hast du denn geträumt? Ich kann mir nichts kaufen. Ich kann mir ja, toll. So, angeblich soll es ja auch ein Trainingslager geben, habe ich mal gelesen. Aber ich glaube, das habe ich noch nicht freigeschalten, das Trainingslager. So. Oh, Story-like weiter. Now that's what I call a feast.
You've landed quite the catch, Frederica. He is a good man. I can see it in his eyes. You are too kind, Lord Dragan. I can see it in his eyes. And humble as well. Are you impressed as I, Frederica? I can tell that your heart is pure and gentle, my lord. Später bei einer Ex-Freundin Katharina geschlafen hatte, bevor sie anfing mich zu ignorieren, und 2 Jahre später habe ich sie rein zufällig mit unserem Kind getroffen und erstmal von einem Kind namens Maria erfahren. Echt, also, what the fuck? Lady Frederica. Forgive me if I caused offense. Das ist echt I thought only strange. to return your sincerity. Vielleicht hat es auch ein Kern von Wahrheit. Vielleicht bist du ja Papa und weißt es No nicht. apologies are needed. I am happy. Dann kannst du dich erstmal auf eine satte Nachzahlung von Unterhaltsforderungen einstellen. Thank you, my lord. Erstmal 800 € pro Monat für die letzten 2 Jahre. A perfect match. Forgive my curiosity. What sort of life did Lady Frederica lead in Esfrost? Her life? Truth be told, my dear Serenoa, not a pleasant one. Those of Rosellan blood are looked down upon in Esfrost, even if they are the daughter of the Archduke's concubine. Gustadolf's full siblings are the worst of the lot. They have not a shred of human compassion between them. They cruelly bully the girl endlessly, regardless of time or place. Is this true? Of course it is. I know Frederica's suffering all too well. My own father lived ever in the shadow of his elder brother, the former Archduke. Our house, too, is met with sneers by those who consider themselves our betters. But no more! I shall show all those simpering fops that it is not birth that makes greatness, but deeds. And so I did my due research at the archives, that my grand invention shall blast our way forward. Ihr hat echt ein zu viel. Dragan, please. I believe you've had enough to drink. Nicht so, als hätte ich Bock gehabt bei dem einen Abend und sie auch, aber für Sprache. Sie sprach das Dinge gegen. Erst als ich keine Kondome mit hatte. Das sollte ich auch, wenn eigentlich klar ist, dass nichts passieren soll. Zweitens, dass ihr dann keinen Spaß macht, weil sie zu viele Schmerzen an ihrer Krankheit hat. Ist ja dann ja besser dagegen, wurde ich weggeworfen als Spielzeug. Ripperino, tut mir leid. Just make sure your head is clear for tomorrow. Or have you forgotten you're meant to be Ja, sowas ist representing your scheiße. nation? Oh, yes, a ceremony to usher in a new age of harmony and prosperity. Vor allem fühlt man sich auch scheiße danach, so, ne? So, oh, mir geht's gut, ich brauche dich nicht mehr zum Trösten. Tschüss. Vielleicht melde ich mich nochmal, wenn es mir wieder schlecht geht, aber ich kann es dir nicht versprechen. Bye, bye. But what of you, my kin-to-be? How do you see our grand cooperative venture? Oha. Oha. Ich soll was aussuchen. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu Frieden zwischen unseren beiden Reichen. Ich begrüße es. Alle 3 Länder werden davon probieren. Ich kann da nichts Schlechtes sehen. Es ist schwer zu sagen, was die 3 Reiche wirklich denken. Ich weiß nicht, ob das gut ausgehen wird. Ist schwer zu sagen, ne? Aber es ist der erste Schritt auf dem Weg zu Frieden. So in etwa, ja. It is the first step towards true harmony among our 3 nations. I welcome it. I see. I admire your optimism, even if I cannot say I share it. I know that old grudges die hard. Still, I choose to believe we can overcome our differences. Truly, a kind-hearted soul you are. And people are ever eager to follow a kind heart over a wicked one. Yes, I suspect it shall be your strength going Oh, heute klingelt nur das Handy, ne? Es ist schlimm. In any event,
It is always good to have another perspective on matters. Let me tell you what I believe. Oh, meine Erziehungsergebnisse im Lottoland. Ich habe nicht gewonnen, schade. Hätte es gedacht. As always, it is the young who must bear the burden of building the future. Old shoulders are frail, old minds stubborn. Whatever lies in our future, those who make it will mark their names in history. And mine will be written large for all to see. And I would write yours next to it, my dear cousin. Detail kenne ich noch gar nicht. Come Okay, visit me at the mines once operations are underway, and I shall... Jetzt weiß ich nicht, was er gesagt hat, aber ich bin so ein Trottel. Hä? Dragan, are you quite all right? Worry not, Frederica. I'm just a bit tipsy. Yep. Perhaps I should just lie. Allzu viel, alles klar. Das ist ja auch eine neue Handynummer, aber auf meinem 2 privaten Handy hat. It would seem Lord Also Dragan geblockt has oder turned in Vorrang for the auf night. dem Handy konnte ich immer noch das Let's Online sehen. Inzwischen sieht man auf Quite dem the Handy nichts mehr. passionate fellow, isn't he? He's never Oops. been one to hide his ambition, ever since we were little. Neither does he Ja, hide his ja, das ist ja disapproval quasi of so my als brother ein and Zeitpunkt, trueborn siblings. da die Feelings Vergangenheit hinter sich zu lassen, you nach share? vorne zu blicken. I grant it Tschüss, would be Vergangenheit, satisfying hallo to see the Zukunft. sneers of those who Abschließen. look down on me wiped from their faces. But I also agree with Lord Simone that we must set our gazes to the future. Though I know not yet how I might best serve in this new age, I would do what I can. We are of the same mind in that regard, my lady. Let us ease the weight of each other's burdens. Please, call me Frederica. We are to be husband and wife after all. Of course, my Frederica. Pray call me Serenoa as well. We should carry your cousin to his chambers. Will you help me, Frederica? Certainly, Serenoa. Let us take care not to wake him, lest he resume his prattle. Wäre blöd, wenn die Gefühle kein Stückchen nachlassen. Deswegen sage ich, du musst halt für dich akzeptieren, dass da halt Ende ist. Sonst schleppst du das halt ständig mit dir rum und es tut dir halt auch nicht gut. Benedict. I thought I might find you here. My lord. Did you tell her that Serenoa would soon be taking over as lord of our house? Forgive me, my lord. I did not think to... Save your apologies, Benedict. Doubtless she was overjoyed to hear it from you. Destra always did trust you above all her advisors. As do I. For 30 years you have served my house better than I ever could have asked for. You honor me, my lord. My lord? I suspect this will be the last night I will hear those... Oops. My lord, I will call for a healer at once. Do not bother, Benedict. It will avail me not. You know as well as I how my heart now fails me. My lord. And so I entrust Serenoa to you. For our house, pray heed this old man's final order. Certainly. I will live to serve your son until I breathe my last. Did you hear that, Destra? Our boy is in good hands. My old dear friend, long have we stood together. I will not let you down, my lord. Sieht nicht gut aus mit seiner Gesundheit. Schade, schade. Ist mir ärgerlich, sowas zu sehen.
Ereignis wählen. Achso, ich kann sogar mit dem Stick kann ich zwischen den Ereignissen hin und her skippen. Sodass ich nicht suchen muss. Schwarzer Bildschirm habe ich. Versammlungshandel. My beloved son, Serenoa, will oversee the matters of our house from this day forward. I expect you to serve him as dutifully as you served me. Of course, Lord Simon. I, my lord, our undying loyalty to House Wolford. My son, listen well. The Lord's judgment shapes the fates of his kin and subjects alike. Responsibility for their well-being now falls on your shoulders. You must lead them well. Yes, Father. I shall keep those words close to my heart. To that end, I require wise counsel. Together, you possess a wealth of experience. As Lord of House Wolford, it is my duty to consider the best course from every perspective afforded me. I shirk not from this responsibility. At the same time, I would be a fool to not seek guidance from those more traveled than I. For my house and my people, I trust I can rely on you. Well spoken, my son. I dare say you are more than ready Ich to wollte sagen, gut receive gesprochen. this. The scales of conviction. 46 Briefe in was. Said to be blessed by the deities of old. Ich denke mal, da wird eine ganze Menge Gold drin sein. It was gifted to our family by the king. Übrigens habe hier meinen Corona-Test. Eine Dose This Bier. day on, Ich schmecke I sie noch. entrust it to you. Also negativ. However, it is of little use without these. Coins. 7 of them. 7 Münzen. Tokens of conviction. Münzen des Urteils. Give one each to only your most trusted retainers and allies. They will guide you when the path is darkest. Their words will illuminate the pitfalls ahead. Heed well the advice of your friends and subjects, and choose your steps carefully. Such has been the way of our house, and such you must see it always shall be. I will, Father. I shall treasure these gifts and make wise use of them in times of need. Very good. Now do your duty, my son. We await your orders, my lord. We depart for the capital at once. May this ceremony be but the first of many joyous occasions ahead of us. House Wolford! And so the stewardship of House Wolford passes from father to son. Lord Simon Wolford, beloved throughout Glenbrook, entrusts the future to young Serenoa. With the ceremony to mark the beginning of the joint mining venture and a tourney on the horizon, the Wolfords set forth to the Crown City. With no heroic deeds yet to his name, the new Lord Wolford sets his eyes on the proving grounds, eager to show his worthiness. Schloss Weißholm. So Lord Simon will step down. I suppose the time comes for us all to pass on the torch eventually. What wisdom has your father bestowed upon you? He has told me what it means to be lord of a house. Very good. Serenoa of House Wolford, the crown of Glenbrook now looks to you for loyal service and brotherhood. Yes, Your Majesty. I shall not disappoint.
I dare you to say that again, Thalis. Must you make me repeat myself? I am the Prime Minister of Esfrost. I and I alone am fit to represent our nation. Go push your papers in the shadows like the minor lordling's son you are. Oh, you would say me? You, who would be nothing if not for your high birth. Your ineptitude is mocked by noble and commoner alike. Dragan, you forget yourself. Was ist das denn für ein Arsch? You both forget yourselves. Frederica? If you must bray at each other, then do so back home. Your bickering will bring shame upon our nation. Such strong words, sister. Do you think you're above us now that you're being wed to mighty House Wolfort? Please, Erica. My apologies, but the ceremony will begin soon. I ask the delegates of each nation to make their preparations. And you must be Serenoa Wolfort. Well, I suppose we should bother the happy couple no longer. Well done, Frederica. I see you've inherited your mother's wiles. She always did have a way with men. Too bad you also inherited her hair. That sickly pink makes me want to retch. Was sind das denn für Pisser, Alter? Oh mein Gott. Pray forgive my cousins, Lord Serenoa, and forgive me if I was out of line. Those two, they were... Thalis and Erica Esfrost. Full brother and sister to Archduke Gustadolf. And my half-siblings. I see. Well, I hope that we can all come together for the sake of our grand endeavor. Und Feldler hat die Schmiede ihren Betrieb aufgenommen. Warum ist da eine Lupe? Kann ich irgendwas drücken? Nettlager. Ah, hier. Als Spiel habe ich die Ehre, mich um die Waffen eurer Truppen kümmern zu dürfen. Alles, was mit Waffen zu tun hat, könnt ihr getrost mir überlassen. Ich werde euch Veredelung vornehmen, also zögert nicht, wenn ich mich helfen kann. Serenoa. Benedikt. Frederica. Erador. Anna. Gida. Mit einem Zauberstab. Sieht so leicht genervt aus, so. Ich bin halt so, hehehe. Überlass es mir. Steht zu Diensten. Jo. My honored guests, I am pleased to announce that operations at the Grand Norzelian mines have commenced in earnest. The Earth has yielded treasures more magnificent than even we had anticipated. May the mines endure for many years as a symbol of prosperity for all of our nations. Well said. With Hyzant's salt and capital, Esfrost's ingenuity, and Glenbrook's raw materials and manpower, our realm's future is bright indeed. It is a partnership built on 3 pillars, each bearing equal weight. We owe a debt of gratitude for all who have supported this grand venture. A particular note is Lord Dragan, whose knowledge has allowed us to so swiftly see our labor bear fruit. And House Wolfort, whose mediation has proved invaluable in forming this accord. May their deeds be forever remembered by history. Let us raise our cups and toast to their health and happiness. Huzzah! Huzzah! So. Lord Serenoa is smiling from ear to ear.
Shame his parents couldn't be here to see this. Do not get too swept away in the moment, Eridor. We have a job to do here, and the day has only begun. Now that the formalities are done with, let the festivities begin. Step forward, Sir Maxwell. So, this is the one they call the Dawn Spear. Glenbrook's fiercest warrior. They say he has never known defeat. I would take the measure of this man. Now that the foundations for peace have been laid, let us be stifled by rigid formality no longer. There is a tourney to be had, after all. A much more entertaining event than my endless speeches. Hear, hear, hear! Hear, hear! Will any among you prove a match for our Sir Maxwell, the champion of our previous challenge? I very much look forward to finding out. Until then, help yourselves to our hospitality and our wine. Ja, ich will gerne ein Glas nehmen. Eat, drink, and be merry. It shall not be long until final preparations are complete. Our time is nigh, Serenoa. Ah, but I forget myself. Our time is nigh, Lord Wolfort. Congratulations, my friend. Thank you. But living up to the title will be no easy task. You'll do your father proud, I'm sure. Unlike some of us. Mist, das habe ich nicht mitgeschnitten. Ich habe zwar gelesen, was da stand, aber ich habe es nicht registriert. Kennst du das? Kennst du das, wenn du was liest und im nächsten Moment dir direkt vergessen hast? Steam 534, Ingame 500. Da sind diese 34 Stunden wahrscheinlich irgendwelche, wahrscheinlich die Startzeit. Die Zeit, die du gebraucht hast, um das Spiel zu starten oder so. So ist es jetzt auch, so, ne? Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber ich muss eine Antwort darauf geben. Vertrauen in euch, Prinz Roland, die Zukunft des Landes auf den Schultern. Nicht die Zeit für Selbstbegleitung. Die Untertanen als Prinzen dürfen so etwas nicht hören. Vielleicht sollten wir es lieber anderen zu wenden. Eine Strategie für das Turnier zum Beispiel. Ach, Vertrauen in euch. Have more faith in yourself, my friend. After all, you too shoulder the future of the kingdom. I wonder if Glenbrook will truly flourish thanks to anything I do. Of course it will. It already has. Besides, House Wolfort is at your back. My apologies. And thank you. I shall strive to be worthy of your support. You two are quite the pair, aren't you? Huh? Fast friends from the day we met. And you are? Apologies for not introducing you sooner. This is Huette of the Kingsguard. I am tasked with keeping His Highness safe, though he often seems to resent it. 'Tis a pleasure to meet you, Lord Wolfort. Ah, Prince Roland has told me much about you. I can see he is in good hands. I shall see that it is so, my lord. Now let us begin our preparations. Today we take the field, and today we claim victory. Roland und Huguette haben sich angeschlossen. Das werden ja immer mehr. Wahrscheinlich, weil ich das Spiel nicht mal 2 Minuten brauche zum Starten. Okay. Ja, dann passiert irgendwas, ich weiß auch nicht. Dann ist ja irgendwas seltsam daran. Rolands Schwert erreicht von 2 Feldern. Sein Schlachthaus verleiht ihm enorme Mobilität. Das weiß ich. Huguette. Im Rücken ihres Falken Pfeile. Überbrückt problemlos auch starkes Gefälle. Je höher der Ort liegt, von dem sie angreift, desto größer wird ihre Reichweite. Lässt vom Rücken ihres Falken Pfeile auf Gegner hinabregnen. Sie reitet auf einem Falken, Junge. Wie groß muss der denn sein? Das ist eine Waffe an sich. Sollte die Gäste begrüßen. Das ist auch eine gute Gelegenheit, meine Gegner beim Turnier unter die Lupe zu nehmen.
2. Ach ja, drehen, stimmt ja. Hier ist nichts mehr. Schauen wir vielleicht noch irgendwo irgendein verstecktes Item finden. Nö. Hallo. Geheimnisvolle Tänzerin. Ihr tretet ebenfalls im Turnier an, nicht wahr? Ich freue mich schon auf die Demonstration eures Könnens. Okay. Oh, das ist ein Ober von Wolford. Ich habe euch bereits ein paar Mal zu den Augen bekommen. Doch weil ich mich nicht irre, ist dies unser erstes Gespräch. Noch immer rühmt man den Mut eures Hauses während des Salzeisenkriegs. Noch nach diesem Turnier, da bin ich mir sicher, werden die Baden stattdessen Haus Marshall besingen. Ich freue mich schon auf unsere Begegnung im Kampf. Ich gratuliere euch von ganzem Herzen zu eurer Einwendung zum Oberhaupt Serenor. Wir haben eurem Vater Saymon viel zu verdanken. Wenn ihr etwas braucht, könnt ihr jederzeit an uns wenden. Ihr werdet gemeinsam mit meinem Bruder antreten, nicht wahr? Meister Max hat ihn schon zu jungen Jahren unter seine Fittiche genommen. Die Ausbildung war sehr beschwerlich. Doch es hat sich gelohnt. Er bewegt sich sogar schon wie ein gesegneter Speer. Ich bin so stolz, seine Schwester zu sein. Entschuldigt, das war unpassend von mir. Granny hat recht, ich muss meine Gefühle besser zügeln. Viel Glück für den Kampf. Ihr seid sicher mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Euer Leben wird sich grundlegend ändern, Fürst Wolford. Ich hoffe dennoch, dass ihr meinem Bruder auch in Zukunft ein guter Freund sein werdet. Er mag nicht immer einfach sein, aber er liegt mir doch sehr am Herzen. Generalin Aflora tritt also ebenfalls an. Ich denke nicht, dass er als rechte Hand Gustados bei einem solchen Schlagkopf ein ganzes Können zeigen wird. Wobei ihr selbst dann vermutlich kaum immer das Wasser reichen kann. Ist das so? Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung zum Hausaufstand, Fürst Serenor. Die Nachricht von Fürst Selmers Abdankung kam plötzlich, das gebe ich zu. Doch irgendwann kommt die Zeit für jeden von uns. Auch für einen jungen Mann wie euch wiegt diese Verantwortung sicherlich schwer. Wenn ihr jemals Rat brauchen solltet, oder einfach nur ein offenes Ohr, das euch zuhört, dann wendet euch vertrauensvoll an Haus Telior. Yeah, genau. Als Lehrmeister von Prinz Roland freue ich mich besonders auf dieses Turnier. Ich wünsche euch viel Erfolg, auf dass sich unsere Klingen im Finale kreuzen mögen. Du trägst ein gewichtiges Erbe auf deinen Schultern, junger Fürst. Ich bin gespannt, wie du dich in deine neue Rolle einfügen wirst. Talas und Erika. Ob die beiden ebenfalls am Turnier teilnehmen werden? Und selbst wenn, dann hau mal Sachen zu Brei. Euer erster Kampf als Oberhaupt des Hauses steht kurz bevor. Auch Friederike und ich werden mit in die Schlacht ziehen. Wie lautet eure Strategie für dieses Turnier? Auch einem Schaltkopf dürfen wir keine Schwächen zeigen. Ich bin bereit, alles zu tun, um Sieg zu erringen. Wir Wolfords kämpfen aufrecht und fair. Wir legen unsere ganze Kraft in den Kampf ohne hinterhältige Taktiken. Wir haben bereits im Kampf gegen Banditen gezeigt, wie fähig ihr seid. Ich werde mich auch diesmal auf eure Magie verlassen. Um mir wirklich keine Komplimente zu machen, mein Fürst. Obwohl ich dieses gerne annehme. Ich sage das nicht einfach nur so, es ist mir absolut ernst. Würde ich meinen Gefährten nicht vertrauen, dann kämpften sie auch nicht an meiner Seite. Eure Aufrichtigkeit ist wirklich erfrischend. Ihr habt die ganze Anspannung von mir genommen. Ich werde auch Friederike anspornen, damit wir euch nicht enttäuschen. Da war ich eigentlich schon am Überlegen, ob ich nicht eher dieses wir kämpfen fair und so nehme, aber es war das vielleicht gar nicht so schlecht. Es heißt, Herr Exham sei nicht nur unglaublich fähig, sondern auch außerordentlich stark. Okay. Bevor dieses Turnier beginnt, würde ich euch gerne eine Frage stellen, mein Fürst. Welchem Zweck dient dieses Turnier eurer Meinung nach? Ist eine Chance für uns drei Länder ungezwungen zusammenzukommen. Die Kämpfe sind zwar nur Schau, aber Siege bringen dennoch Ruhm. Wir haben in friedlichen Zeiten mit diesen nicht auf die Gelegenheit, die Stärke von Haus Wolford unter Beweis zu stellen. Das sollten wir nutzen. Es wird wie ein lockeres Zusammenkommen, aber in Wahrheit wollen die Länder hier ihre Stärke demonstrieren. Wir dürfen uns keine Blöße geben. So ist es. Jedes Land möchte seine militärische Stärke demonstrieren und die der anderen ausloten. Wir müssen also unsere Kampf demonstrieren, dürfen gleichzeitig aber nicht alles preisgeben. Richtig, es wird eure erste ernste Prüfung sein. Diese scheiß Politik wieder, ne? Es ist zum Kotzen. Immer das Gleiche. Es ist mir eine Ehre, an der Seite von Haus Wolford kämpfen zu dürfen. Ich werde meine ganze Kraft aufbieten, um euch Ruhm auf dem Schlachtfeld zu erstreiten. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich jedem Gegner gewachsen.
Vielleicht schaffen wir sogar meinen Lehrmeister Maxwell zu besiegen. Lol. Da war Geld drin? Da war nicht mal eine Markierung. Muss ich ja überall, mit jedem Busch muss ich jetzt drücken. Das heißt, ich muss auch hier hinten nochmal lang gehen. Oder die Büsche auch noch kontrollieren. Ach, da sind diese beiden hässlichen Zwillinge. Habt ihr bereits mit Benedikt gesprochen? Gut. Der erste Kampf ist Oberhaupt unseres Hauses, was? Mir war klar, dass dieser Tag kommen würde, aber jetzt, wo er da ist, bin ich trotzdem ein wenig gerührt. Benedikt und ich werden dir immer den Rücken stärken, darf man festbauen. Das gilt natürlich auch für die Turnier. Wenn du jemanden brauchst, der sich die Hände schmutzig macht, ich bin dein Mann. Lass es zu Zeug jetzt zeigen, aus welchem Haus Wolford geschnitzt ist. Die Besinnung hat sich gefechtigt. Ich habe noch gar nichts gemacht. Interessante Box potten sich sogar mit den Schiffen nach vorn. Nach vorn? Mir ist eben eine in dunkle Rüstungen gehüllte Gruppe begegnet. War das vielleicht schwarzen Eisen aus dem Herzogtum Esfrost? Ach so, wie so ein Jump? Ah. Diese Drecksäcke. Glitschen sich so, weißt du? Glitschen sich nach vorne und überall durch. Um 13:30 Uhr einen kompletten Hänger. Okay. Ich würde gerne mit jemandem aus Esfrost über Archive dort reden. Angeblich bergen die Bücher zu allem, was man sich vorstellen kann, und sehr alte Werke für obendrein. Ein Hort unbegrenzten Wissens, da würde ich mich zu gerne mal umsehen. Informationen Esfroster Archive erhalten. Mit zunehmendem Spielfortschritt gelangst du an Informationen, die bisher verborgene Auswahlmöglichkeiten freischalten und dir so mehr Handlungsspielraum bieten. Erhalte Informationen, kannst du jederzeit über Informationen unter Chroniken im Hauptmenü einsehen. Die Esfroster Archive sind eine gewaltige Bibliothek und der ganze Stolz des Herzogtums. Zahlreiche Gelehrte gehen dort mit teilweise uralten Büchern aus ganz Neuseelia und ihren Studien nach. Auch längst verloren geglaubte Schriften sollen dort aufbewahrt werden. Interessant. Ihr seid von Haus Wolford, nicht wahr? Euer Ruf eilt mich voraus, doch unsere Armee kann niemand das Wasser reichen. Die Ausbildung ist so hart, dass selbst die einfachsten unserer Soldaten jeden Elitekämpfer einer anderen Armee vor ernste Schwierigkeiten stellen. Kürzlich habe ich einen Schmuggler auf frischer Tat ertappt. Der war allerdings unglaublich flink und geschickt im Umgang mit dem Bogen. War knochenharte Arbeit. Wenn dieser Mann wirklich so fähig ist, der hätte auch gut selbst im Militär dienen können. Es ist schon komisch, welche Wege Schicksal manchmal für uns wählt. Schmuggler in Haft. In Esfrost wurde ein Schmuggler-Ding festgemacht. Über sein genaues Vergehen ist nicht bekannt. Man weiß nur, dass er sich um einen unglaublich flinken Bogenschützen handeln soll. Also quasi ein möglicher Verbündeter. Die Krieger in Glenbrook sind diszipliniert, was man von den Esfrostern nicht gerade behaupten kann. Bei uns gibt es kein höheres Ideal als die Freiheit. Die Fähigen, die Ambitionierten erkämpfen sich ihren Weg an die Spitze. Für euch aus dem Königreich mag es barbarisch wirken, doch die Zeiten ändern sich nun mal. Esfrost ist ein junges Land, das nicht an alte Bräuche gebunden ist. Wenn es euch interessiert, kommt uns gerne mal besuchen. Ein Land, in dem man nach seinen Fähigkeiten und nicht seiner Herkunft beurteilt wird. Es hat auf jeden Fall einige interessante Persönlichkeiten hervorgebracht. Sollte ich mal Gelegenheit mal anschauen. Das Herzogtum Esfrost hat sich die Freiheit jedes Einzelnen auf die Fahnen geschrieben. Wer sich durch Leistungen auszeichnet, kann es unabhängig von seiner Herkunft weit bringen. Entsprechend herrscht ein geschäftiges Treiben.
Ein vorhersehbares Turnier mit einem vorhersehbaren Ausgang. Aber wieso? Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht offiziell bekannt gemacht. Ich bin Erika Esfrost. Offiziell ist Frederika meine ältere Schwester, auch wenn ich das nicht akzeptieren will. Vielleicht passt ein altmodisches Land wie dieses besser zu ihr. Oh, das ist ja ein neuer Wolf. Ich hätte gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Gestattet, mein Name ist Talas Esfrost, euer zukünftiger Schwager, wenn ihr so wollt. Dieses Schloss ist wirklich beeindruckend. Man kann die Geschichte förmlich atmen. Auch ich möchte einst ein Schloss mein eigen nennen. Aha. Wenn das nicht stinkt nach... Was? Habt ihr schon vernommen, an dem Turnier soll auch der berüchtigte blutbesudelte Schild aus Esfrost teilnehmen. Er ist der Hauptmann des fähigsten Falkengeschwaders im ganzen Herzogtum und auch selbst ein versierter Falkenschildner. Ich kann es gar nicht erwarten, ihn auf dem Kampfplatz zu erleben. Ich bewundere Präfektin leider. Sie ist nicht nur bildhübsch, sondern auch die klügste Frau im Heiligen Reich. Ich würde zu gerne unter ihrem Kommando dienen. Das heißt allerdings, sie habe einen gut aussehenden Eismagier als Assistenten eingestellt. Verdammt. Hätte ich doch auch mal ein paar Bücher gelesen, statt immer nur mein Schwert zu schwingen. Ich würde zu gern sehen, wie gut dieser Eismagier wirklich ist, von dem leider so viel hält. Information Eismagier. Die heißende Präfektin leider soll einen Eismagier-Assistenten beschäftigen. Die Handhabung von Eis gilt als eine der schwierigsten magischen Künste. Aha. Okay. Oh, ein bisschen verschluckt. O Fürst Wolford, gestatten Patriate Konsar, Oberhaupt des gleichnamigen Hauses. Es ist eine große Ehre, heute König Regner zu treffen. Die Sonne, die uns auf uns Adlige herabscheint. Alles, was wir sind, verdanken wir unserem König. Lass ihn uns auch weiterhin nach Kräften unterstützen. Heute habe ich die Ehre, mit Meister Maxwell am Turnier teilnehmen dürfen. Ich freue mich darauf, mit euch die Klingen zu kreuzen, Fürsterin Noah. Erlaubt mir, mich auch mal vorzustellen. Jetzt sei offiziell das Oberhaupt von Haus Wolford Zeit. Ich bin Landroy Falkes, Oberhaupt eines der 3 großen Häuser. Dieses Turnier ist eure erste und größte Chance, eure Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Meine Unterstützung ist euch gewiss. Möge euch der Erfolg beschert sein, der einem der 3 großen Häuser gebührt. Danke. Erinnerst du dich an das Finale im letzten Jahr, als Maxwell und Fürst Simon aufeinander trafen? Natürlich, was ein Kampf. Aber dieses Jahr ist Fürst Simon nicht dabei. Stattdessen soll sein Sohn Haus Wolford repräsentieren, habe ich gehört. Obwohl ich ja nicht glaube, dass so ein grüner Junge wie der dem gesegneten Speer Paroli bieten kann. Ja, schauen wir mal. Der Sieger des letzten Turniers, der gesegnete Speer Maxwell, nimmt auch dieses Jahr wieder teil. Okay. So. Ich glaube, jetzt habe ich mit jedem gesprochen, den ich hier finden konnte. Ich kann sogar durchlaufen, das wusste ich gar nicht. Das Turnier geht bald los. Ich sollte meine Vorbereitung abschließen. Polen Stufe 3. Ah. Kann doch noch tatsächlich rauszoomen. The combatants have arrived, and the stage has been set. Let us introduce the champions who will fight for the glory of their nations. Fighting for the honor of the Grand Duchy of Esfrost, General Avlora. Fighting for the honor of the holy state of Hyzant, Minister Exham Marshal. Fighting for the honor of the Kingdom of Glenbrook, House Wolford. And last but not least, the victor of our previous tourney, Sir Maxwell the Dawn Spear. Hurrah! Hurrah!
The Wolfort Lordling is here in his father's stead, I see. Lord Simon's heroics on the battlefield are the stuff of legend. A pity I couldn't match swords with him today. You will match swords with me. I promise to make it every bit as exhilarating as Father would. You have his spirit, if nothing else. Indeed. I look forward to crossing swords with you. The combatants have assembled. Now, let the battles begin! I shall announce our first pairing as chosen by lots. Minister Exham and Lord Wolfort, make ready for combat! Aha. Okay, Kampfverwaltung. Wegen der Kampfverwaltung kannst du die Aufstellung deiner Einheiten sowie das Schlachtfeld selbst überprüfen. Das Feldlager ist von hier aus ebenfalls zugänglich. Okay. Sieg bei Niederschreckung aller Gegner. Ja, Feldlager brauche ich nicht machen, weil ich habe noch nichts. Aufstellung. Hier kann die Anfangsaufstellung deiner Gefährten befriedigt werden. Um die Position einer Einheit auf dem Schlachtfeld zu ändern, musst du sie mit dem A-Knopf auswählen, den Cursor auf das neue Feld bewegen und mit dem A-Knopf bestätigen. Befindet sich das Tauschen, okay. So ungefähr. Benedikt. Anna macht sie ja sowieso unsichtbar. Ja, was kann man so machen? Ah. Was auch immer das hier bedeuten soll. Ach so, wann die dran sind. Okay. Eins, zwei. Dann der Gegner 3, dann hier 4. Gegner 5, 6. Ich dann wieder 7 und 8. Ja, okay. Wird man ja sehen gleich. Das große Turnier. Be gentle, my lords. I'm not as strapping as once I was. I expect no quarter from you, Prince Roland, nor from you, Lord Serenoa. Show us the swordplay your house is so famous for. They're two of Hyzant's most famed generals. We'll have no room for mistakes. Then we shall make none. Now, let us show the realm the mettle of the new generation. For honor and glory! My turn. Spione. Kommt als nächstes dran. Ein Speerträger hier. Speerkämpfer. Und dann Roland. Weiß nicht, bleib mal stehen. Schwächen in Resistenzen. Manche Gegner haben eine Schwäche gegen bestimmte Kommandos. Wenn dann so Kommando auswählst, werden betroffene Schwächen markiert. Okay. Ich könnte jetzt ihn hier dahin stellen und kann ich 2 Gegner gleichzeitig angreifen. Aber die anderen brauchen halt viel zu lange, um dann halt da mitzuhalten, um nach vorne hinzukommen. Quasi 2 Runden. Sein ist er umzingelt und tot. Nee, danke. Shall we begin? This battle is ours. Die Falkenschützen.
Verdunkelnder Pfeil. Er teilt einem Gegner für diesen Schaden, das ihn mit 3, das ist wahrscheinlich 3 Minuten blind, aber okay. From this range. From where shall we strike? I see a path to victory. Eigentlich braucht er sich da gar nicht hinstellen. Ich will lieber dahin. Feuerherz. Oder bevor er sich bewegt, kann er vorher Feuerherz machen. Für Frederika. I have your back. I can do it. Oder bewegt er sich hier? I've been waiting for this. Provokation wäre nur halt ein Gegner für Person. Aber wenn du heulend vom PC siehst und nicht mehr richtig siehst, was du im Chaos dann tust. Was ist los, Depri? Warum? Wie heulst du? Warum? Messerwurf? Jetzt nicht wegen dieser Katharina, oder? To battle, I suppose. I shall do what I can. Your wounds are healed. This will help. Let me show you what I've learned. Das geht nicht. Liebesgruppe ist ein Arschloch. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das. Das tut mir so leid für dich. My turn. Aber da kann ich leider nicht viel machen. Victory is within reach. Oh, doch mal. Sound strike. Oder 5 Stimmen Ruhmesmarken, diese Klasse für okay. I'm a fool. My aid is yours. My turn. My turn. Lanze. Gleich 2 Gegner auf einmal. Take that. I'm a fool. My aid is yours. Er steht scheiße. I'm a fool. Oh, fuck you. Er ist down. The reputation is well deserved. Oh, ich bin ja... But the day isn't lost yet. This battle is ours. Ist das dämlich. We win. A sound strike. By her grace. I see a path to victory. I have your back. We'll get him yet. Shall we begin? Your lifeblood shall paint my sword. How shall I destroy you? Das sieht irgendwie nicht so gut aus. I'll take you on.
Come and get me! Während der Statuswerte, Statuseffekte. Wenn der Zustand einer Einheit oder ihre Statuswerte vorübergehend verändert werden, wird links unten im Bildschirm ein Symbol mit der Rundendauer gezeigt. Eine Vielzahl von, ja, vergiftet, gelähmt, Sturmschlafen, gebunden, blind, führt und tot. Zweite Chance, wird automatisch schwerer mit dem LP. Ach so, okay. Feuer und Eiskonter. Doppelt bereit, handlungsunfähig, beschützt. Shall we begin? Be at ease. Wir mal hochheilen, weil wir gleich mal ordentlich auf die Taste kriegen. Let me show you what I've learned. With the powers in me. I can still move. Have another! Mal! You're wide open! Oh, sehr gut. My turn. Schwäche sogar noch. You brute! Did you see that? Stratagem is superior. Geil. Oh, 4 Punkte auf einmal bekommen. To work then! Yes! Yes! My lord! No. By her grace! Oh, der nächste, der The drauf hunt is ist. on. Darkness engulfs you. How annoying. Oh no. Nein, das Item ist weg. Oh, Digga, der Kampf ist richtig schwer. Schwer, ey. Und ich bin gegen das Mikro gekommen. So sorry. Allow me. I fight for peace. Mist, Flammenwalze geht nicht. That tickled! May I? Jawohl. Goddess, I thank you for your blessing this day. You find the goddess in odd places, Exam. This trifling tourney will bring Hyzant neither riches nor glory. The goddess works in myriad ways, Minister Sorsley. You would do well to keep your eyes attuned. We must tread carefully. It's over. Yeah. Sehr gut. A new power. Giftwurf. Charge! Geil und tschüss. It ends here! I asked for no quarter. You did not disappoint. Perhaps one day we can fight as allies. Minister Sorsley, I leave the rest in your capable hands. No! Oh, I'll cut you down! This battle is ours. Goodbye. You're open. Ching.
Oh, und das zählt nicht als Folgeangriff. No! They're good. Allow me. My apologies. Nice try! Aha. Allow me. Two ashes. Beutestück. Darf man sich nicht entgehen lassen. For a better world. I'll show you what I'm made of. Come and get me! I will end this. You won't escape. Have another! Jawohl, und direkt normal. Have another! Look at me learning. Charge! My lance strikes true. Ja, es kommt er wieder. Go! To work then! Time to take flight. From this range. What have we here? I will fight to my last For my breath. kingdom! For the Kingdom. Frederica, Ah. I'm sorry. Er ist durch das Gift gestorben, My jawohl. old wounds flare up again. I can fight no Okay, further. er ist ja nicht gestorben, ist ja nur ein Turnier. Er wurde besiegt durch das Gift. I fight for peace. Uha. We can win Leave this. it to me! I've been waiting for this! Away! Hurts, don't it? Time to work. Just die already! It's not over yet. It ends here. One more. Jawohl, gewonnen. 3 Leute dafür sind draufgegangen. Aber ich habe gewonnen. Oh, Serenoas Gesinnung hat sich gefestigt. Okay, in der Ausdauer. 25 Ruhmsmarken und 1000 Geld. Geilomat. Da sieht man mal, steht man falsch, dann büßt man gleich Charakter ein. Your father taught you well. You wield that great sword with skill beyond your years. Well fought. The day is yours. Victory goes to House Wolford! Our next bout shall be between General Avlora and Sir Maxwell. May glory go to the victor. Stand back. This one is mine. Very well. I accept your challenge. Ja, ein großes Schwert. Whoever taught you, they taught you well. Though something tells me you surpassed your teacher long ago. Your defense is formidable. As is yours. Ha. I yield.
Victory goes to Sir Maxwell. Das war auch mit Absicht verloren. Warum hat sie es getan? My hand. I can't feel it. So that was General Avlora. I pray never to meet her on the battlefield. Ah, ja. There will be no quarter given today, young lord of House Wolfort. I would expect nothing less. Chick-chock. Darf ich nicht mehr selber spielen? Okay, wir haben verloren. Where am I? Aber deutlich. Ah, you're awake. And none the worse for wear, considering the blow you took from Sir Maxwell. He was too strong for us in the end. Today, yes. But let us keep at our training. One day, the students will surpass their master. Let us work hard for that day, my friend. Erhebt euch, O Krieger, abgeschlossen. Jo, möchte ich gerne. Boah, 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht und trotzdem mega müde, ne? Krass. Allies prove their mettle against the realm's fiercest warriors before finally facing Sir Maxwell, victor of the previous tourney. After a hard-fought match, the Dawn Spear emerges victorious once more. Though beaten in the end, Serenoa's courageous display impresses itself upon all in attendance. Any doubts concerning House Wolfort's martial might are put to rest. Thus marks an end to the tourney and the festivities as a whole. With the spirit of harmony in their hearts, the delegates of each nation make preparations for their return voyages. Das Rauschen schwindender Wellen. Seeing our honored guests off shall be your last lordly duty this day. Now, I remind you. It is not to be taken lightly. Worry not, Benedict. They shall be sent off with all the pomp they deserve. You take to your new role well, Lord Serenoa. As I must now take to my own. Pray, visit me at the mines whenever you have the time. Farewell, Frederica. May we never meet again. Oh, ey. Thank you for such a productive use of our valuable time. I do so love interminable speeches and watching brutes play at war. Truly, the spirit of Glenbrook was on display for all to see. Oh, but I should watch my tongue. Wouldn't want her to go whimpering to brother. Was ein Arsch. Pay my fool cousin no mind. We have work to do. Work more important than any he could hope to be trusted with. I apologize for those two. This was a fruitful day for all in attendance. I am glad to hear you say so, General Avlora. I can't believe we lost. I thought you were supposed to be one of Hyzant's greatest warriors. Our foe was a worthy one. It would be an honor to cross blades again someday.
Thank you for your hospitality. Please give my regards to Lord Simone. Of course, Minister. It would seem everyone is gathered. You'll find your boats are laden with a bounty of Glenbrook's finest wares and victuals. King Regna asks that you eat and drink your fill, and toast to our three nations' newfound alliance. More of that swill you call wine? I suppose I could force myself to partake. Your king honors us with his generosity. We shall present these as offerings to the goddess of salt. The Hierophant, too, will no doubt be overjoyed. Okay. Die zwei Geschwister werden auf jeden Fall noch Heiler machen. I bring a message from King Regna. He would have you join our guests on their return voyage to serve as their envoy. This is a great honor, my lord. You would represent our nation and speak with the king's voice. Oui. If it is His Majesty's wish, it is a duty I will gladly accept. But there are 2 vessels and only one of me. Did King Regna say which of our honored guests I should accompany? He would leave that decision to you, Lord Wolford. Lord Falks, as representative of another of Glenbrook's high houses, will board the ship you do not. And why was House Tellior not given this honor? Last I knew, our kingdom had 3 high houses, not 2. The mere fact that you whimper those words before us is answer enough. Good show at the tourney, Lord Serenoa. You truly are your father's son. The king has seen fit to leave this decision in your hands, and I shall not gainsay his wisdom. A lord must be worldly as well as wise. I trust you will conduct yourself as befits the lord of a high house. Thank you, Sir Maxwell, Lord Falks. The king has entrusted this decision to you, my lord. I suppose you have an idea as to why. He means to test my judgment. He is waiting to see which I choose and for what reason. Indeed. We are friendly with both nations now, so neither choice will earn his ire. That said, there is no telling how these relations may change going forward. No doubt, the choice you make will have an effect on our own house's relationship with the nation you choose. I understand. This requires careful consideration. Benedict, gather the others. I would hear their opinions on the matter. Then we shall consult the scales of conviction. At once, my lord. At once, my lord. Die Taverne mit dem Feldlager in den Betrieb aufgenommen und der Krämer. Ich weiß, vor allem mehr scheint es nicht zu geben. Gucken wir uns doch im Feldlager mal um. Ah ja. Schafäugelkreis. In meinem Krämerladen kannst du deine Ruhmesmarken gegen besondere Kostbarkeiten eintauschen. Ich schulde Haus Wolford viel. Wenn ich also helfen kann, lass mich wissen. Die Förderung nehme ich auch für dich vor. Wenn es bei einem deiner Gefährten soweit ist, melde ich mich natürlich. Das schließe ich auch so schon genug um die Ohren. Beim Krämer kannst du Ruhmesmarken eintauschen. Und ja. Tasse Waffen ran. Sprung. Ja, weil die auf den fucking Falken sitzt, ey.
Die Klasse beschreibt den Kampfstil und die Fertigkeiten einer Einheit sind mit folgenden Rennen unterteilt. Rekrut, Veteran, Elite. Eine Beförderung hat folgende Vorteile. Anstieg des FP-Maximums, mehr erlernbare Fähigkeiten, Anstieg des Statuswerte. Außerdem verändert sich das Erscheinungsbild. So möglich werden folgende Bedingungen erfüllt. Die Einheit muss die festgelegte Stufe erreicht haben. Du musst einem Rang entsprechende Auszeichnungen besitzen. Bei der Verfolgung wird die Auszeichnung verbraucht. Schwertkämpfer oder Fechter? Geht beides sowieso nicht, mal davon abgesehen. Ich habe mich Geld einzukaufen, dann bist du Warentasche mit Großmarken. Trümpfe und Auszeichnungen. Trümpfe kannst du während des Kampfes ohne Verzögerung ausführen. Sie unterscheiden sich in den folgenden Punkten von Fertigkeiten. Zählen sich als Kommando. Brauchen Trumpfpunkte. Jeder Trumpf kann nur einmal im Kampf verwendet werden. Auszeichnungen werden benötigt, um Einheiten zu befördern. Sind jedoch rar. Wenn er vor Ort mal zu Nein geht, ist aber kein Grund zu sorgen. Okay. Das ist Trumpfpunkt. Das ist Trumpfpunkt Maximum 1. Okay. Geschichte derer von Glenbrock. Eine historische Aufzeichnung aus der Feder Glenbrocks und chronischen Silber beschafft sich bei der Küste. Ich habe auch alles mit. Das heißt, bekommen. Fürst Noah, willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Ich will euch begleiten, wohin euch das Schicksal auch führt. Ihr habt also keine Angst, dass ihr auf dem Trockenen sitzt. Kehrt jetzt mit mir ein, redet mit euren Gefährten mal im guten Tropf über geschlagene und kommende Schlachten. Taverne und Übungskämpfe. In der heiteren Atmosphäre der Taverne kannst du deine Fantasie freien Lauf lassen und imaginäre Übungskämpfe bestreiten. Jeder Kampf hat seinen eigenen Inhaltsschwerpunkt. Wenn du glaubst, dass du in bestimmten Bereichen noch Defizite hast, findest du hier etwas Passendes. Ausbildung. Um in kommenden Kämpfen zu bestehen, muss deine Nahkampfstrategie verbessern. So eine Erfahrung auf engem Raum erlerne Grundlagen des Nahkampfs. Machen wir doch mal. Weiß gar nicht, ob ich auch tatsächlich alle Charaktere aufgestellt habe. Sieht nicht danach aus. Da fehlen welche. Your orders? My turn. Ja, lass sie mal rankommen. Defeat is not an option. Ha! I shall try my level best. I have your back. I can do it! I shall do what I can. Ja, die wird ja noch nicht gebraucht, ne? Kannst schon so hinstellen. I will end this. 2 ashes. Time to work. My turn. You don't stand a chance. We win. Damn it!
Boah. Defeat is not an option. Ah! That hit the mark. Shall we begin? Allow me. With clear eyes, I move forward. Oh nee. No. Ich stelle sich genau dahin, wo er sich hinstellen sollte. That seemed to You've work. made a grave mistake. Na, I will immerhin. end this. With the powers in me. Impossible. Ah. My turn. Oh, okay, kommt der Pieper los. Gleich wieder da. So, alles klar. Es ist 21:56 Uhr und alles pennt. Ja. Auch nett. So, wir sind hier bei Anna. This'll hurt. My turn. Take that. Together. I feel stronger already. Oh, schön. I'm a fool. Bodenfreck Frost. Das Wirken eines Angriffsbereichs der Bodenbelege überzieht diese mit meist mit Frost. Kommt hat man diesen frostigen Fällen in Kontakt, sinken ihre Wirkung Präzision. Der Bodeneffekt Frost kann durch Folgendes aufgehoben werden. Wirkung eines Feuerangriffs. What would father do? Normal. This ends here. One more. Cool heads shall prevail. Your wounds are good. The tides are turning. There is no Was ist denn mercy rasche on the Genesung? battlefield. Passiv erhöht die Wirksamkeit von heilen Kommandos bei Gefährten mit 50% oder weniger. Ah, okay.
Benedikt. Your defense is weak. You've left yourself open. Allow me. My turn. You won't escape. Victory is within reach. I struck true. I see the threads of Okay. battle more clearly. Oh, nochmal. Weil es so schön war. Sounds I straight. struck true. Okay. I won't lose. Schön. Nochmal Vorangriff. Nein. Serenors Gesinnung hat sich gefestigt. Wieso? Wieso hat sich seine Gesinnung gefestigt? Ich habe keine Entscheidung getroffen. Bis zum nächsten Mal. Ah, okay. Das ist alles Stufe 2. Das ist sogar Stufe 4. Nur Serenor ist Stufe 2. Alle anderen 3 und 4. Lol. Zangeangriff. Mach ich mir mal einen Spezi. Oh, feine Spezi. Ja. So, ich wollte schon fast die Maus nehmen. Truppenaufstellung. Truppengröße hat in jedem Kampf eine Obergrenze. Beschützer Welt deiner Reserve zugefügt hat nämlich an Kampfgeschehen teil. Ah ja. 6 von 6 Einheiten. Einheiten auswählen. Ja, die Bogenschütze macht mir hier nicht so viel Sinn. Ja, ich lasse es einfach mal so. Ich lasse einfach so, wie es ist. Falsche Taste. Der Zangenangriff. I will end this. Könnte mich hier nochmal anzeigen lassen, wer wann dran ist. War das noch was? X? Nee. Y? Y. Wenn ich die jetzt dahin bewege, dann kommt die 2 und haut ihren Rücken. Egal. Sag ich doch.
kritisch. My turn. My lance strikes true. Together. Victory is within reach. What's up? Defeat is not an option. This ends here. I've gained new strength. I see a path to victory. Stell dich dahin. Bollwerk, Runde Abwehr, Magieabwehr. Okay. I have your back. I can do it. I shall do what I can. Your wounds are healed. Much obliged. Der ist tanky as fuck. Let me show you what I've learned. Flames, heed my call. Hä? Hi. Oh, ich bin ja auch so doof. Ich habe eins zu wenig gemacht. Ich war zu schnell bei der Auswahl des Wirkbereichs. My turn. Nee? Suffer. Bier ist verfehlt. This'll hurt. For victory. Genau so. Da wird nämlich das Gift, der Typ wird nämlich das nächste Mal, wenn er dran ist, von selbst erledigen. Da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. No! Good try. Forward. That hit the mark. I see a path to victory. A brief respite. Delightful. Delightful. Shall we begin? Allow me. I can keep fighting. Ouch! Ja, aber mit erhöhter Abwehr macht es nicht ganz so viel Schaden. Flames, heed my call. Nee. Nicht hochheilen. Da wäre es halt dran gewesen, ne? My turn. This is the end. This'll hurt.
sound strike. Your luck has run out. Charge! My lance strikes true. I grow ever stronger. Sturmangriff verlernt. Schön. Oha, das tut doch weh. Das kommt hier auch noch. Careful. For the honor of House Wolfort. Perish. May I? This power will Jawohl, protect us. Flammenschild. Es ist ja aber trotzdem hinüber. There is no mercy on the battlefield. Tatsächlich nicht. All for victory. Splendid. I cannot lose. Schade, keine Flammenwalze. Aber ist egal. Hauptsache, sie verzieht sich jetzt erstmal irgendwo hin. They're good. Your wounds are healed. Kann mein You Handy have my auf gratitude. Ladestation stellen. So, Deadpool-Figur. Warum auch immer jetzt die Switch in der Docking Station. Ist jetzt wieder drin? Ja. Ich bin ja nicht mal gegengekommen. So. Soll es noch bewegen irgendwo hin? Nee, zu stehen bleiben. Maybe next time. Gegen das Mikro bekommen, es reicht schon, ja. Musste die Switch in der Docking Station ein bisschen bewegen. Weil er sich schon wieder disconnected hat. Ich weiß auch nicht warum. Total dämlich. Giftwurf nach da. This'll hurt. Und Giftwurf nach da. You won't escape. Noch hier ist das Problem. Ich auch nicht. Das ist heute das erste Mal. Ja, sie zwischendurch die Mario Kart Karte nicht mehr erkennt und du rein und raus musst. Nö, sowas hatte ich auch noch nie. Defeat is not an option. Ah, jetzt hat er sich da hingestellt, dass ich da nicht lang gehen kann. Dass ich nur von hier angreifen kann. This ends here. Uah. Das ist dumm, ey. I fight for peace. Aber jetzt kann ich die Flammenwalze wieder machen. So schalte ich 2 Gegner auf einmal aus. Auch sehr gut. Ja. We mustn't lose heart. Be at ease. Der Mario Kart, aber die steckt halt auch permanent drin in der Switch. Ja, mal rausnehmen oder I so. see a path to victory.
Route. Your defense is weak. Ja. Senor hier. Kylie, Senorita, ¿cómo estás? Wie geht es dir? Hallo. Ich muss mal was diese ollen Heiler machen, mit der nervt. Vergiftet. Das ist auch wunderbar. Achso, eigentlich kann ich auch da stehen bleiben und direkt angreifen. Tschick. Senor der Fu. Wie geht es dir, Kylie? Ich hoffe gut. Sturmangriff? Für Bewegung 4 Felder vorne aus. Signals bewegt, wir finden erteillichen physischen Schaden. Let's go! I will go through if I must. Bam! Forward. So, das war jetzt auf jeden Fall der Heiler. Triangle Strategy schaut aus wie Final Fantasy Tactics. Nice. Das sagen so viele. Ich meine, ich sag das auch so, ne? Und ich kenne einen aus den USA. Final Fantasy Tactics ist dem sein absolutes Lieblingsgame. Und er sagt, das Spiel ist überhaupt nicht wie Final Fantasy Tactics. Höchstens es hat eine Ähnlichkeit. So, ja. Ganz bestimmt. Flammenschild. Let me help. This is Feuerkonter. I shall do what I can. Noch irgendwie hochheilen. Be at ease. First Impression kennst du ja. Du, meine erste Impression von diesem Spiel war genau die gleiche. Ich habe auch gesagt, ey, das Spiel sieht aus wie ein Final Fantasy Tactics. Ja. Und so spielt es sich auch. Gewonnen. Abilities begrenzen Sachen nicht pro Runde gehen kann und so weiter. Naja. Es heißt ja, es ist so eine Art geistiger Nachfolger des Final Fantasy Tactics. Und ich meine, es ist von Square Enix. Ja. Serenos Gesinnung hat sich gefestigt. Ich weiß gar nicht, warum sich die Gesinnung gefestigt hat, wenn ich nicht meine Entscheidung getroffen habe. Das Spiel ist ja von Square Enix, genauso wie Final Fantasy Tactics. Und ich weiß nicht, ob du die Sony State of Play mitgekriegt hast, aber es gibt so ein ähnliches Spiel für die PlayStation. Dio Field oder irgendwie so heißt das. Ja, Final Fantasy Tactics Advanced, ewig gespielt. Und Square Enix ist Gott als RPG-Maker, auf jeden Fall. Square Enix war halt schon immer die Firma, was RPGs angeht. Seit ihrem ersten Final Fantasy Titel, mit dem sie sich quasi finanziell den Arsch gerettet haben. Ich mute mich mal kurz zwecks Naseputzen. So. Ich öffne mal eben deinen Stream auf dem Handy und sag mir, ob der Sound so passt. Ja, Sound auf dem Handy, warte mal. Ja, passt. Passt bei mir auf dem Handy. Soll ich? Okay, dann nicht. Mit dem Rattern vom Game? Es rattert? Kylie, rattert das bei dir auch? Wollte nur jetzt einen öffnen. Kannst du ja gerne machen. Also, es hakt ein bisschen im Stream, oder?
Also das Bild ist im Bild ist nicht ganz flüssig. Bei mir auf dem Bild hier ist es flüssig. Aber wenn ich mir auf dem Handy so angucke, sieht das so aus, als hätte er so FPS-Probleme. Das ist einfach mal krassigen Sound, aber nichts Schlimmes. Weiß ich es nicht. Ton ist kacke. Warte mal. Ich muss mein Handy von der Ladestation nehmen. Ah ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ihr habt recht, das Sound kratzt. Also ich sag mal so, die Switch ist auch mega heiß, ne? Die ist übelst am Pusten. Die ist sauwarm. Sie haben mit der Tonspur vom Game zu tun. Weiß ich nicht, also die Switch bei mir hört sich ganz normal an. Ich pack mal wieder rein. Und Kratzen ist wieder da. Ich kann ja mal schauen, ob ich hier irgendwas einstellen kann. Aber ich glaube nicht. Kratzt ist eigentlich ein komisches Wort. Ja, aber es kratzt ja, das ist es ja. Das Gebiet davor, du meinst im Feldlager. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch wieder an der Capture Card. Vielleicht geht meine Capture Card einfach kaputt. Ich kann sie mal deaktivieren. Da dürfte nichts kommen. Und jetzt müsste besser sein, oder? Merkwürdig. Also was ich gemacht habe ist, ich habe die Capture Card softwareseitig hier, da ist er eingebunden, kurz einfach deaktiviert. Und dann wieder aktiviert. Weiß nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass meine Capture Card vielleicht einen Geist aufgibt. Und ich einfach eine neue brauche. Was ehrlich gesagt ziemlich uncool wäre, weil die Dinger verdammt teuer sind. Und ich diverse Ausgaben vor mir habe und ich etwas sparsam sein muss. Deswegen ist fucking clean im Vergleich. It seems your first test as Lord has come. Ja, sehr schön. Das ist ja das. Dafür braucht man das Feedback von Zuschauern wie euch. Finde ich super. Vielen, vielen Dank. Indeed, but I needn't face it alone. I would ask each of you where you think Darauf we gönne should ich mir go jetzt ein Stück and why. State your case Rittersport before the scales Knusperflee. of conviction. Then we shall decide our destination. We take a vote and the consensus determines our action. Is that it? That is correct. So long as my allies walk by my side, their opinions carry equal weight to mine.
Such is the way of House Wolford. As Lord, I shall bear the weight of consequence for the Scales' decision, whatsoever they may be. You are more serious than usual, my friend. Wann der die New? He Ende August. understands what it means to be lord of his house. Well, I hope you have room for a stowaway, because I'm going to. Und die Kugel von meiner Frau wird gefühlt mit jedem Tag größer. Das ist I unglaublich. trust the new Lord Wolford will handle the ponderous negotiations and diplomacy with grace. Weil ich habe überlegt, bei unserem ersten Kind war sie zu dem Zeitpunkt noch lange nicht so weit mit dem Bauch. Und selbst bei Alex war es noch nicht so schlimm. Jetzt mit dem dritten Kind, ich meine, der Körper kennt das schon. Und die Struktur ist ja schon da. Und da geht diese Kugel einfach deutlich schneller auf, ey. There is exactly one coin for each of us. It seems fate has conspired to bring balance to our proceedings. How curious. Curious? I see it as a sign that the heavens approve of my joining you. Kurz Autoplay aus. Where's Word First ist also immer noch insane. Undoing is fun. Haben die den immer noch nicht gelegt? Wenn die so viel ist, wie du immer sagst. Liquid hat ihn schon down. Oh, Lucky hat. Oh, nice. Nein, so viel ist sie nicht, wie ich immer sage. Ich übertreibe halt nur, um sie zu ärgern. 3 Bosse noch. You are ever the optimist, my friend. Shall we proceed, my lord? One coin, one vote. Very well. I would hear each of your thoughts on the matter in turn. Then you shall place your coin upon the scales of conviction and illuminate the road ahead. ...216 Puls, Alter. ...216. Muss man sich mal reinziehen, ey. Ich weiß nicht, wie viele Pulse haben wir gemacht damals, als wir Uldur geprogressed haben. Bestimmt keine 216. Aber da wusste man ja auch schon, was man machen muss. Man hat ja Guides. Oh, 357. Das bedeutet 357 mal Buffwood reinwerfen, wie teuer der Scheiß ist. Also, ist doch insane. Buffwood und dann die Pots, Pre-Pots zwischendurch und so weiter. Oh. Das war der 18 Stunden Progress Rate in Muku Discord. Pots überleben Death. In Muku Discord? Was war da? Ach, hast du das da angeschaut? Also quasi gerestreamt in seinem Discord? Oder wie soll ich das verstehen? Handy spinnt wieder. Ah. So, S-Frost oder Highsand? Am liebsten würde ich beide Länder besuchen, aber wir können uns da nicht teilen. Ich selbst verfüge über keine Münze. Als Oberhaupt erwartet man aber von mir, mit allen Beteiligten zu diskutieren, ihre Meinung zu hören. Auf diese Weise kann ich womöglich auch ich die Entscheidung beeinflussen. Eine ehrliche Gedankenaustausch hilft vielleicht, dass am Ende alle den gewählten Weg zumindest nachvollziehen können. Der Fortgang der Geschichte wird an verschiedenen Stellen im Spiel per Abstimmung beeinflusst. Deine Gefährten stimmen auf Grundlage ihrer persönlichen Gesinnung ab. Als Spieler musst du dich dem Ergebnis beugen, das anhand der Stimmenmehrheit entschieden wurde. Ach, ist ja schon ein Junge. Das bist ja du. Ach so. So, ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Da war was. Da war was. Vor einer Abstimmung kannst du mit anderen Charakteren reden und versuchen, sich von einer bestimmten Ansicht zu überzeugen. Ob es wirklich gelungen ist, erfährst du aber erst bei der eigentlichen Abstimmung.
Der Erfolg einer Überzeugungsversuch hängt davon ab, wie gefestigt die Renoirs Gesinnung ist. Jetzt bin ich irre oder so. Nein, das sollte so passen. Wichtige Rolle spielen außerdem Informationen, die eine neue Dialogoptionen dann überzeugen, versuchen öffnen. Nicht immer sind die benötigten Informationen direkt in deinem Aufenthaltsort zu finden, machst du also am besten zur Gewohnheit, dich überall so gut wie möglich umzuhören. Nice. Also wir haben jetzt 3 Leute, die mit S-Frost gehen wollen und 3, die mit Highsand gehen wollen. Und Anna ist noch offen. Wie gesagt, Reset war insane. 357 Pulvers. Eine Woche davor in 4 Puls down kriegen. Das ist krass, oder? Dass die Leute sich noch so krass daran erinnern können erstmal. Nach dem ganzen Kram, was sie sowieso machen müssen. Und dann nur noch 4 Puls brauchen. Einfach weil die Leute schon ein bisschen Equip haben aus dem Raid. Und halt wissen, wie es geht. Ne? Das ist dieses typische, ja, wenn du weißt, wie es geht, ist das ganz einfach. Chroniken, Schriftstücke, Informationen. Das haben wir schon. Schriftstücke. Das ist neu. Geheime Kriegskünste. Der Himmel. 6 Mythic Bosse vorlegen wegen Items plus Splits. Ja. Das gibt einiges an Equip und das macht die Leute natürlich dann auch stärker. Vor allem solche Leute, die wissen, was sie tun. Items upgraden und T4 Items kaufen um 50 Millionen auf dem Server. Items upgraden, T4 Items kaufen um 50 Mill auf dem Server. Das sagt mir jetzt wieder gar nichts. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie das funktioniert. Also vom aktuellen Content weiß ich überhaupt nicht, wie das geht. Berittene Einheiten und Falkenreiter zeichnen sich durch eine besonders große Bewegungsreichweite aus und können das Blatt einer Schlacht oft plötzlich und entscheidend wenden. Allerdings ist es gefährlich, sie weit vorauszuschicken, da sie dann völlig auf sich gestellt sind und im Gegner in die Zange genommen werden können. Es empfiehlt sich, Reiter mit dem Hauptverband auszuschicken, um sie von der Stelle oder hinten gegen einen Gegner einzusetzen, die eine verbündete Einheit in Kampfhandlung verwickelt haben. Zu einer gestellt sind Reiter verwundbar, aber im Verband von 3 oder mehr Rittern oder Falkenreitern eignen sich hervorragend als Stoßtrupps, die schnell zuschlagen und sich gegenseitig unterstützen können. Diese Taktik ist effektiv, um gegnerische Abfangtruppen aufzutreiben oder Scharfschützen unschädlich zu machen, die in vermeintlich sicherer Entfernung von der Front auf der Mauer liegen. Da in solchen Fällen ohne die Unterstützung von Heilern operiert werden muss, ist es allerdings immer ratsam, genügend Heilpastillen im Gepäck zu haben. Ob Ritter und Falkenreiter volles Potenzial entfalten können, hängt ganz am strategischen Geschick ihres Befehlshabers ab. Angehende Feldherren sollen sich von der großen Bewegungsfreiheit berittenen Einheiten nicht so Himmelfahrtskommandos verleiten lassen. Im Krieg Schnelligkeit gefragt, doch niemals Hast. Eile kann ein mächtiger Verbündeter sein, auch der Echsefeind. Top-Gilden kaufen T4-Items um 50 Millionen BOB Gold, weil nicht Soulbound. 50 Millionen sind 2 bis 3 Monate WoW-Marken zum Spielen kaufen. LOL. Alter, Junge. T4-Items kann man kaufen. Und wieso T4? Ist das mittlerweile nicht so irgendwie bei T23 oder so? Geschicke derer von Glenbrook. Das Königreich Glenbrook ist unter den 3 Ländern jenes mit der längsten Geschichte. Zwar wurde die Herrschaft abwechselnd von mehreren Nebenlinien ausgeübt, doch die Blutlinien lässt sich von König Rechner bis zum ersten König Glenbrooks lückenlos zurückverfolgen. In den Lehren der Göttin, auf die sich das Heilige Reich Highsand beruft, wird die Gründung Glenbrooks geschildert. Der Salzglaube und damit das Heilige Reich müssten demnach schon früher bestanden haben. Diese Argumentation misst man in Glenbrook allerdings keinerlei Wert bei. Das Herrschergeschlecht in Esfrost entstammt einer fürstlichen Linie, die der des jetzigen Königs voranging. Es beharrte bis zum Salzeisenkrieg auf seinem Anrecht auf den Thron und erkannte Glenbrooks König nicht an. Das änderte sich jedoch mit Ausbruch des Salzeisenkriegs, als man eine geheime Allianz mit Glenbrook gegen Highsand schmiedete. Die Anerkennung des Glenbrookschen Königs war ein Zugeständnis, das Rechner den damaligen Herzog Sigmund als Voraussetzung für das Bündnis abgerundet hatte. Ich habe ja letztens in Moose TC gepostet, den Raid Link, wie viele TC4 Liquid hatte beim ersten Halandrus-Kill. Den habe ich mir nicht angeschaut.
Tut mir leid. Entwicklung des Handelskontors. Okay. Wollen wir mal schauen. Lord Serenoa. Die erste Armee ist für ihre Kampfkraft bekannt. Ich will mir ihre Schulungsmethoden gerne vor Ort mit eigenen Augen ansehen. Vermutlich aussichtslos. Okay, ich will ihm posten, aber Angst haben, was wir links. Brauchst du nicht haben. Lord Serenoa. Es oder heißt, für mich macht das keinen Unterschied. Ich werde folgen, wohin er geht. Trotzdem wüsste ich gerne, was ihr denkt. Sollten wir noch Esfrost? Sollten wir noch Highsand? Raider EO, Guilds, Illidan, Liquid, Raid Encounters, Mythic. Legendaries. Trinkets. T28, genau. Das ist T28. Schurke. Was spielen denn? Soulbind Conduits. Was auch immer das heißen soll. Es sind zwei Schurken und die spielen unterschiedliche Skillungen. Ne, sind die gleichen. Soulbind Dress. Assassination. Shift Course Animation. Was spielen denn die Schurken für eine Skillung? Das sehe ich gar nicht. Ach, mein Handy, ey. Ja, darum, dass du 4 Set-Pieces hast. So, die Schurken haben nur 2. Oh, das ist ein richtiger Wall of Text, ey. Parler Tank. When you take damage, you have a chance equal of... Oh ja. Ein Elementarschaman. Ach, da haben die... Ach, da steht's. Täuschungsschurke? Die spielen Täuschungsschurke? Seit wann spielt man denn Täuschungsschurke? Also bevor ich die jetzt über so rede nach Ashfrost oder Highsand, gucke ich mir die anderen erstmal an. Er hat noch nie Täuschungsschurke gespielt. Kommt immer vom Boss an. Aber mein Handy verwirrt mich. Mein Handy zeigt mir den Dings nicht an. Den Chat. Vernünftig. Heute ist auch alles irgendwie komisch. So. Kommt mal vom Boss drauf an. Also, wenn ich Schurke spiele, ist das eher entweder Kampf oder Outlaw, heißt das ja jetzt mittlerweile, Gesetzlosigkeit, oder Meucheln. Ja, das ist immer so, je nach Erweiterung ist eine von den beiden halt die bessere. Und so spiele ich dann. Aber Täuschung ist ja ganz was Neues. Serenoa. Ich habe länger darüber nachgedacht, einmal die Heimat meiner Mutter zu besuchen. Ich werde darüber wissen, wo und wie die Frau gelebt hat, die mir das Leben schenkte. Lord Serenoa. Wegen ihrer Stellung hatte Frederike bislang keine Gelegenheit, nach Highsand zu reisen. Es würde auch Haus Wolford nutzen, wenn man die Beziehung mit Highsand vertiefte. Warum ist denn die Gelegenheit nicht Frederike erlangen, irgendeinen Wunsch zu erfüllen? Ja, ich würde auch eher nach Highsand gehen, weil zu Ashfrost hast man ja schon eine gute Beziehung. Beim neuen Raid sind auch Milis wieder extrem gefragt. Solange ich Mili, also ich sag mal so, wenn ich einen Schurken spiele und ich spiele immer Schurke, ja, in WoW, dann ist mir der Encounter egal. Lord Serenoa. Dann spiele ich trotzdem Mili. Und nirgends weiß man mehr über Zauberkunst, Medizin als in Highsand-Zahlen der Heilung. Es gibt bestimmt noch für unser Land viel zu lernen.
Say, Unsere Verbindung mit Essos wird sich in Zukunft weiter vertiefen. Es wäre sicher kein Nachteil, unsere Verbündeten besser kennenzulernen. Wir sollten mit nach Highsand gehen. Das bessere Gründe, die für Highsand sprechen? Ihr Gefühl ist eine große Wohlstand, der einzigen Salzquelle in ganz Neuseelia. I suppose. Der Salzsee, frage mich, wer wo aussieht. Scheint ja alles andere als gewöhnlich zu sein. Jetzt, wo du erwähnt hast, will ich zu gerne auch mal mit eigenen Augen sehen. Welche Meinung die anderen wohl sind, du hast mich jedenfalls sehr nachdenklich gestimmt. Ah. Ich bin selbst Roleplayer, aber oft war das so, dass du keinen Weg gefunden hast bei Milis Rotzwahn. Das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr überheblich und arrogant an, aber nicht, wenn ich Mili spiele. Listen, lad. Ich will auch verzichten, nach Highsand zu reisen. Die das Horsley und Ex haben, waren mir zu undurchsichtig. Außerdem, da du dich mit Freddy vermählen willst, sollst du dich vielleicht einmal in Essos vorstellen. Sollten wir nach Highsand gehen. Also nach Highsand, was zieht dich denn dahin? Hier interessieren die Leute. Ganz sicher eine komische Vorstellung, statt saftigem Grün oder Sand um sich zu haben. Menschen dort sind sicher hart im Leben, wissen vielleicht Dinge, die für uns von Nutzen sein können. Ja, Kleiner, ich weiß jetzt, wo bei dir die Hase läuft. Wohl halt Hunter oder Logs wegen Permanent Range Damage. Hunter. Lord Serenoa. Ja, das hat mir nach Highsand gehen. Highsand spreche einiges gewiss, aber es ist wirklich attraktiver als Azeroth. Highsand ist eine fortschrittliche Magienation. Es soll dort ausgefallene Zauber geben und mächtige Magier. Das haben wir freigeschalten wegen der Informationen, können wir es auch nehmen. Davon habe ich auch gehört. Die Magie, die ich kenne, ist schon beeindruckend genug. Kaum auszumachen, was ein wahrer Meisterzauber vollbringen könnte. Deshalb würde ich mich gerne mit einem Übungskampf messen. Bogen gegen Zauber, das wäre was. Okay. Danke fürs Erinnerung. Vielleicht wäre Highsand doch eine Reise wert. Stimmen sie alle nachdenklich. Lord Serenoa. Sie denkt, wir sollten nach Highsand gehen. Highsand ist Land des Sandes und des Salzes. Welchen Grund könnte es geben, dorthin zu reisen? Ja, dass alle gleichberechtigt sind, davon würde ich mich gerne selbst überzeugen. Ist das wirklich? Ein Land, in dem alle gleichberechtigt leben? Wenn das stimmt, würde ich es zu gerne einmal mit eigenen Augen sehen. Danke, ich verstehe jetzt, warum es euch nach Highsand zieht. Noch ein neues Bier mit Alpha. Serenoa. Wir sollten mir noch was von. Nee. Lord Serenoa, hello. Ich glaube, jetzt habe ich alle nachdenklich gestimmt. Also genug. Was ist eigentlich mit dem da? Prinz Fanny Messer verabschiedet hat unser Gäste selber erwähnt, dass ich aus Schicksal aufpasse. Oh, kriege ich hier einfach noch Informationen? Der Befehl des Königs habe ich euch überbracht, habt irgendwelche Fragen. Ich werde etwas mehr über das heilige Reis. Selbstverständlich steht und fällt das Schicksal des Fürstentums mit dem, was im Nachbarland geschieht. Innerhalb des Highsands Grenzen liegt die einzige Salzquelle Neuseelias, der Salzsee. Es ist ein religiöser Staat, in dem Lehren der Salzgöttin oberstes Gebot haben. Sämtliche Highsander praktizieren die Lehren der Göttin und erfahren ihr Wort durch den Hierophanten und seine 7 Präfekten. Abgesehen vom Salzsee besteht Highsand zu einem Großteil aus kargem Wüstenland. Doch das Salz ist ein unbestreitbarer Schatz und wird als Segen der Göttin betrachtet, der einzig den Gläubigern zusteht. Ein Segen, der das Land zum reichsten und mächtigsten in ganz Neuseelia gemacht hat, nicht wahr? Seine Bürger sollen Gleichheit und Wohlstand genießen, wie ich hörte. Das tun sie. Die meisten zumindest, denn wie immer gibt es eine Kehrseite der Medaille. Und daher kann ich euch nicht dazu raten, mit eurer rosalischen Verlobten Friederike nach Essos zu reisen. Aber ich wisst ihr vermutlich schon. Doch verzeiht. Jetzt bin ich schon wieder ins Reden geraten. Ich wollte eure Entscheidung selbstredend nicht beeinflussen. Entscheidet aus freien Stücken, Fürst Serenoa. Ihr werdet sicher ein weises Urteil fällen. Oh, gut, dass du online bist. Willkommen zurück. Schön, dass ich... muss Zeit totschlagen. Freut mich. Freut mich, dass ich dir helfen kann. Du bist Wolford, ich weiß doch so gut um eure zahlreichen Verpflichtungen. Du hast du noch was zu tun und... Also, einen Termin und du hast noch Zeit bis dahin?
Bin um 0:30 Uhr bei einem amerikanischen Streamer als Experte-Figur. Ah, okay. Was für ein Experte bist du denn dann? Hast du im Discord mal dazu irgendwas geschrieben, ne? Dass du das mal machen möchtest. Eure Zeit ist zu kostbar, um sie mit den Launen meines Bruders zu vergolden, versteht ihr sicher. Boah, setzt sich heute gleich auf seine eigene Weise. Boah, das ist mein Prinz. Aber er ist auch wie ein Bruder für mich. Ich glaube, ihn nach Kräften zu unterstützen, will ich also gelb mich, Prinz Fuddy. Und ich hoffe, dass wir ein ebenso gutes Verhältnis pflegen wie uns alles auf Väter vor uns. Jo. Ich bin nicht wie Roland, ich weiß, wo ich meine Grenzen zu ziehen habe. Euer Fürstentum hat im Königshaus Treue geschworen, und vergesst nicht, wie mächtig es ist. Wenn ihr versucht, euch zu gut mit der Königsfamilie zu stellen, könnt ihr das unbegründeten Verdacht wecken. Verzeiht, es sagt mir fern, im Königreich Unruhe stiften zu wollen. Ich werde den nötigen Abstand wahren. Es freut mich, dass wir uns in dieser Hinsicht verstehen. Ich weiß, ihr Treue und eure Stärke eures Hauses sehr zu schätzen. Gerade deshalb will ich euch bitten, stachelt die Torheit meines Bruders nicht weiter an. Okay. Alter, alle holen macht schon schwer. Ja, deswegen habe ich auch nur ein Bier getrunken. Weil Bier macht müde. Ja, Abstimmung beginnen. Bier macht müde, das merke ich jedes Mal. It is time to cast our votes. Do we journey to the Grand Duchy of Esfrost or the Holy State of Hyzant? Approach the scales of conviction with your token at the ready. Oh, die Liquid ist bei Lords of Dread schon bei 24%. Hört sich stark an. I stand by my decision. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber letztendlich bevorzuge ich Esfrost. Nicht der Boss, habe ich schon fast gedacht, ja. You have my vote. Aha. Please forgive me. Das Heilige Reich interessiert mich zwar ebenfalls, aber hatte stimmig für das Herzogtum. Forgive me, lad. Ich wollte schon lange nach etwas weisen. Huh. The scales of conviction will illuminate the path we've chosen. Na? Abstimmungsergebnis: Die Highsender Gesandtschaft eskortieren. Alles klar. Liquid ist die einzige Gilde worldwide, die Unreal Down hat und beim nächsten Boss bei 24% steht. Kranke Vorsprung auf Echo der Zeit. Allerdings. Vor allem allein schon als einzige Gilde Unreal Down und den nächsten Boss schon ab zum Viertel runter. The way Nicht forward is schlecht. decided. We journey to Hyzant. We journey to Hyzant. Barbara Streisand. We have decided. We set sail for the holy state of Hyzant. Whether or not it proves to be the right choice will depend on our actions. Barbara. I trust in you all. Barbara Streisand. We are ready to set sail, Lord Patriot. Very good, my lord. When you pay respects to the Holy One and the Saintly Seven, remember that you do so on behalf of our king. Officers are doing too well, so let's set them down to 40% officer impulse. What? Lord Serenoa, we are honored that you would choose to grace our Auf nation 40% with your presence. nach 7 Puls. Kannst doch niemand That said, erzählen. Da kommt doch gleich noch eine Killermechanik. It may be in Lady Frederica's best interests to remain here in Glenbrook. I fear there may be some complications were she to come to Hyzant. She is half-sister to the Archduke and my betrothed besides. What complications could there possibly be? None, if I had any say in it. However, the matter is more delicate than that. Your lady's hair would draw attention.
Unfortunately, none of it. Die mit ihrer Haarfarbe, ne? My mother's hair. The pink locks of the Roselle. Mother once told me of how her people fled Hysand. Then you know how the Roselle are viewed in our nation. How the gospel of the Als goddess Sünder. regards them as Oh sinners. mein Gott, scheiß Religion wieder. Yes, I do. But I am from Esfrost, and I assure you I have committed no sins. Of course, my lady. Very well then. I will do all in my power to see your visit is a pleasant one. Was für eine Affen, ey. Thank you. Pray forgive my outburst. Third progress of the most of the You've no need to apologize. There's a bit of a Still, I snag as I must could ask, just found out. Are you certain? Ja, da ist doch I irgendwas must hinter. go. I would see with my own eyes. See where and how my mother and her people suffered. Was halt ein super Death für den Raid, wenn man irgendwas macht. Ich sag doch, irgendwas muss da noch in der Hinterhand sein. Die kriegen den unbekannten Boss nicht einfach so auf 40%, ohne dass es irgendwie noch einen Haken hat. Irgendeine Killermechanik. By order of King Regna, Serenoa escorts their esteemed guests back home, beyond the forest and over the mountains to a vast sand-swept land. Before long, a grand wall of stone rises before them. Known as the goddess's shield, behind it lies the source, Nozelia's only supply of salt. Upon the lake shores of the source towers a giant likeness of the goddess, ever watching over the flourishing city and the palace below. This is the holy state of Hysand. Kapitel 3, Akt 2. Wo Sand und Salz regieren. Was war bei 20 circa. Oh, fucking early Rage Timer, nice. Woohoo! Mahlzeit, ist jemand da? I had heard tales of the goddess's shield, but its grandeur surpasses even my imagination. It protected the holy state from both Glenbrook and Esfrost during the war. None in history have succeeded in breaching it. Do you think you might fare better, Lord Serenoa? I think penetrating these walls would be nigh impossible. A most courteous answer. I should have expected as much. What's that sound? Ich fange an zu beten. Could this be? Is this the hour of worship I've heard so much about? Indeed. Hyzantians offer their prayers up to the goddess's statue every day. So was Dämliches. They thank her for her blessing, for bestowing us with the source, from which all Norzalia's salt is harvested. To see every citizen pray is astonishing. The goddess truly is at the center of all Hysand, just as the story Heide said. rausgenommen für den anderen Hunter?
Even so, Die haben nicht zu viel, die haben zu wenig Damage. use this time Lol. of worship to rob their fellow citizens? There are none so misguided among the goddesses believers. Also quasi ist dieser All Hyzantians are guaranteed food, clothing, and shelter. wie heißen die Lords of Dread oder irgendwie The sowas? Holy State has done everything in its power Sind die to quasi so ein eliminate poverty Damage-Check and ensure equality. dafür, für das danach. As a result, no one envies others or craves riches for selfish Big reasons. Damage-Check. Certainly if everyone were equal, there would be naught to fight about. Also alles reinpulvern, was geht. But achieving absolute equality is impossible. The words of an unbeliever. The goddess showers her blessings fairly upon all who follow her teachings. Before we visit the Hierophant, there is one thing I must tell you about Oh, Lady Musik zu Ende. Frederica. Das wird's ernst. Under normal circumstances, the head of our nation would not permit an audience with one of Rosellan extract. We have explained the circumstances, however, and she has been granted special permission to enter the palace as an envoy. That said, we would ask that Lady Frederica remain silent before the Holy One. Silent? Why? I reiterate that typically she would not be so much as allowed to attend. We ask for your understanding of our creed. You mean to treat one of Glenbrook's delegates as if she weren't even there? Prince Roland, you are here in secret. It would not do for you to gainsay another nation's religious creed. I have no objections. My apologies. You needn't apologize. Let us do what we came here for. We appreciate your understanding. Now then, let us show you to the palace. Ja, dann kommt bestimmt irgendeine Szene, wo sie was sagen wird. Und dann ist alles vorbei. Krieg. Du hast... Eine rosahaarige hat was gesagt. Deswegen müssen wir Krieg führen. Hä? Schluss, es gab eine Schneeballschlacht. That is where the Hierophant resides. Wir sind halt noch viel am Anfang, ne? The Hierophant imparts us Muss with the erstmal goddess's alles divine messages. alles allowed in to Wallung look upon kommen. the Holy One's face. None save Minister Edor, who conveys their divine words to us. Pardon our intrusion. Lord Serenoa Wolford of Glenbrook has escorted us home on behalf of King Regner. The Hierophant speaks to you. Serenoa Wolford, we thank you for your gracious gesture. We are overjoyed and humbled that you have chosen to grace our nation with your presence. I am unworthy of such high praise, but Erste honored Kampfstil ist eine nonetheless. Schneeballschlacht? Bei Tactics Advanced. Oh, aber Tactics Advanced habe ich ja nicht gespielt. Ich nur das normale Tactics. On behalf of the Saintly Seven, it is my wish that our friendship will be as strong as it was with your Lord Father. But of course, I strive to one day measure up to his Brief greatness. von Amazon? Erzähl. You will also, in time, succeed Lord Simon as advisor to the mining venture, I hear. The Hierophant would hear your true thoughts on the endeavor. Wichtige Bestandteile am Spiel bis auf Frieden. Alle drei Länder gleichwertig Wohlstand bringen. Es gefällt, dass sich die drei Länder nicht einig sind. Das können eines Tages für Problemen sorgen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. I think it a significant stepping stone toward peace between the three nations. A safe reply, to say the least, Lord Serenoa. It is an ideal that I can Und only ich kann Amazon hope Music shared nutzen by für all meinst du those einen involved. Stream? Keine Ahnung. If I might ask, what is the ideal to which the Holy One aspires? I would share the goddess's blessing with all of Norzelia.
The Holy One wishes for a world where people are equal. The goddess always watches over those who believe in her. Der hat gerade gesagt, der Hierophant wünscht sich eine Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber gleichzeitig verurteilen die Menschen mit pinken Haaren als Sünder. Kommt dir das nicht alles irgendwie ein bisschen scheinheilig vor? Warum you? E-Mails haben anscheinend nicht gewirkt, dass ich Prime Music verwende. Wie meinst du das? Du meinst das mit den E-Mails gewirkt, Prime Music? Ich verstehe den Zusammenhang gerade nicht. Also ich weiß, man kann Amazon Prime Music für den Stream benutzen. Quasi so als extra Tonspur. Oder irgendwie so. Und diese Musik kann dann halt entsprechend halt auch nur die Leute hören, die auch Amazon Prime Music haben. Bochum gegen Gladbach wurde abgebrochen, Deutsche Bundesliga. Warum das denn? Sind sich die Fans zu sehr in die Kehle gegangen? Diese Idioten. I apologize for visiting you in secret, but there's something I must ask you. I have heard that the people of Hyzant live in equality. They say the goddess showers blessings upon those who follow her teachings. But is that the only reason? Ja, Prime, Amazon sagt schon seit Ewigkeiten, dass ich das nicht verwende. Also hat Mails, dass ich das bitte verwenden soll. Und sogar Brief, aber ich will nicht. Ach so. Ach, du willst aber so Prime Music nicht benutzen? Ich finde das Angebot eigentlich ziemlich nice. Ich höre das relativ häufig auf der Arbeit. Aber du brauchst es nicht. Dann nutzt es nicht. Of course, the goddess's teachings are at the core of the equality our citizens enjoy. But there are many measures taken by the Holy State to ensure the happiness of our people. So ein Stück habe ich noch für meinen Knusperflake. Minister Lila's Ministry of Medicine, which dedicates itself to the study of preserving life, is another example of this. Wegen welcher Wurf auf Linienrichter, was ich vorgesehen habe. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Diese sogenannten Fußballfans, die überhaupt nichts damit Fansein zu tun haben, sondern einfach nur im Stress, das sind einfach nur Leute, die Stress machen wollen und keine Ahnung. Werden nach langer Zeit die Chance gegeben, ins Stadion zu gehen. Und was machen die? So eine Scheiße. Am besten gleich wieder zu sagen, wisst ihr was, Leute, ihr habt es einfach nicht verdient, auf der Zuschauertribüne zu sitzen oder zu stehen. Komplett Sperre für alle Zuschauer. Der heißt jetzt im Stadion alle. Nö. Ich würde einfach sagen, Leute, wer sich nicht benehmen kann, darf auch nicht ins Stadion. Ganz einfach. Das sind Idioten. Allesamt. The results of their research have allowed many people to overcome illness and injury and live long, healthy lives. 100% agree. Das finde ich schön. Fascinating. I would like to hear more about Hyzant's medical discoveries. Ich meine, wie kann sowas gehen? Wie kann man sich bei einem Sportevent
so dermaßen daneben benehmen. Es geht mir einfach nicht in den Kopf. Und jedes Mal, wenn ich mich darüber unterhalte, fange ich an, mich aufzuregen. Was man, glaube ich, auch ein bisschen merkt. Weil wie kann man sich nicht... Also was, so wie ich das kenne, so wie man mir es beigebracht hat und so wie ich mir auch denke, wie man sich verhalten sollte. Wenn man irgendwo hingeht, hat man sich zu benehmen. Geht man zu einem Sportevent, benimmt man sich. Man schmeißt keine Becher, man pöbelt nicht andere Leute an, man haut anderen Leuten nicht auf die Fresse und macht sie an und beleidigt sie, nur weil sie einen anderen Fußballverein toll finden. Ja, das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach... Also solche Leute haben Corona verdient. Irgendwie so, auch wenn es vielleicht scheiße klingt. Aber es sind erwachsene Leute und die können sich nicht benehmen. Also, da fehlt doch irgendwas. Auch gerne im Fansektor. Nur wenn Sachen fliegen, dann passt das nimmer. Die Richter bzw. Schiedsrichter, gegnerische Spieler macht auch nur seinen Beruf. Richtig. Der Schiedsrichter ist dafür da, dass das Spiel vernünftig läuft. Ja? Man hat einen Neutralen, der sagt, ey Leute, das ist so, oh, das ist so. Und dann kann sich da jeder drauf einigen. Den zu beschimpfen? Also echt. Wir, die am besten die Zuschauertribünen wieder zumachen. Ende. Keine Zuschauer. Keine. Wenn sich die Leute benehmen, ja, dann können sie es gerne machen, aber so nicht. Dann kommen die Freaks. Ja. Das sind die Leute, die lebenslanges Stadionverbot haben müssten. Das sind Leute, die in eine Erziehungsanstalt kommen müssten. Aber sowas haben wir nicht mehr. Pray, show them around the ministry and let them admire Hyzan's pursuit of life and magic. Eine Führung durch die Hallen der Magie. Ich habe heute sogar einen guten Kumpel im Stadion gehabt. Schön. Es ist immer schön, wenn man Freunde trifft im Stadion oder sonst wo. Muss ja nicht unbedingt im Stadion sein. Schloss Weißholm. Das ist jetzt eine Nebenstory. Irgendetwas, was später nicht mehr verfügbar ist. Also lieber jetzt machen. Er hat gerade vorher auf WhatsApp geschrieben. Brother, where is Roland? I've yet to see him today. Sorry an alle, es ist peinlich für Bochum. Es ist peinlich für Leute, mit denen man zusammenlebt. In einer solidarischen Gemeinschaft, in einem Staat. Dass sich Leute so daneben benehmen können, das ist einfach nur Fremdschämen pur. Es ist einfach nur Schämen. Ich schäme mich für so eine Leute. Ohne Scheiß. And you shan't, for he has left. Took it upon himself to join the mission abroad. He did? I see. Again, prioritizing his personal wishes above his station. Is there no end to his selfishness? You haven't any love for him, have you? Love? I would rather think of him as little as humanly possible. How can you say that? He's family. Royal family, and our duty is to the crown above all. Do not look to Roland for inspiration if you wish to carry yourself in a manner befitting your station, dear Cordelia. Welcher Wurf kam ja aus dem Mittelbereich des Plätze? Ja, es ist vollkommen egal, wo der herkommt. Es ist einfach ein Unding. Es ist einfach ein Unding, sowas. Es geht nicht. Look, a Rosellan. I heard she's an envoy from Glenbrook. Be that as it may, is her kind even allowed to enter our halls? So viel zur Gleichberechtigung.
I can only assume she received special permission, since Minister Lila's showing her around. Ironic, considering the wishes of us researchers are hardly ever granted. What a splendid facility you have here. I can see why your nation excels in the medical arts. Oder ein A-Loch ist damit das Normally, was only wir sagen, ministry dass es nicht staff are so allowed in. sogenannten Hooligans waren. Having outsiders Und view selbst die our work is Hooligans machen unprecedented. Dinge, die halt nicht besonders toll sind. We cannot thank you enough for your generosity. If I heard correctly, it sounds like you are researching life itself. That we are. In order to cure illnesses and injuries, we must set our sights high. Even illnesses deemed uncurable in other nations? There is no miracle panacea in this world, but we like to think nothing is impossible. Hooligans machen Pyro, da bin ich Fan von. Would you be Ich willing nicht. to share those results with others, should you achieve them? Ich bin der absolute Gegner von Pyro und If you Pyrotechnik believe in the im Stadion. goddess's teachings, yes. Ich finde es einfach At viel zu least, gefährlich that is what I would und es expect nervt the andere Holy One to Leute. say. Mein Bruder findet allerdings Pyro auch Minister total Lila, toll im Stadion. preparations for the experiment Bitte are schön. complete. Ich finde es kacke. Gehört Apologies, absolut but I nicht must ins get back to Stadion. work. You are free to take a look around. However, I ask you to not enter the restricted areas. Of course, nothing is free in the Ministry, nor anywhere in Hyzant. And of course, when people are forced to adhere to teachings, there are some who will resist. Who might you be? Just a researcher, nothing more. What was his problem? Ja, what's his problem? Fuck andere Leute. Soll halt I could nicht use kommen. some fresh air, if you don't mind. But of course, let us take a break outside. Friederike, wie fühlst du dich? Es geht mir bereits etwas besser. Ich werde mir ein wenig im Schatten ausruhen. Natürlich erhole ich gut. Es ist die Zeit, um ein wenig im Heißheit umzugehen. Während eine Kunstphase triffst du bisweilen noch Fänder, die ihre Fall bieten. Möglicherweise führen sie sogar seltene Gegenstände, die im Feldlager nicht erhältlich sind. Lässt die Gelegenheit auf einen Handel also nicht entgehen. Okay, da hinten blinkt schon was. Warte mal, habe ich schon gesehen. So. Pyro gehört seit Ewigkeiten zum Fußball dazu. So. Eine gute Stunde. Danke fürs Online-Sein quatschen. Ja, gerne. Also. Immer gerne. Aber wir können auch gerne diskutieren, so, ne? So, zum Beispiel jetzt mit dem Pyro. Pyro ist halt, naja. Wie gesagt, ich finde Pyro gehört einfach nicht. Nein. Pyro gehört nicht ins Stadion. Ich stehe schlecht um die Rosalie in diesem Land. Ich mache mir große Sorgen um sie. Aber ich meine, wenn du sagst, du findest das toll, findest es halt toll. Ich will es ja auch nicht verwehren. Und sagen es noch erlaubt ist, ja, dann ist es halt erlaubt. Obwohl ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass das so 100% erlaubt ist. Wenn ich beispielsweise so sehe, was da in den Fankurven so abgeht an Pyrotechnik, denke ich mir so, holy moly, ey. Dass da noch nichts passiert ist. Pyro ist ein zweischneidiges Schwert. Genau, das sage ich da eben gerade. Dass da noch nichts passiert ist. Es ist halt sehr, sehr, oder zumindest nichts Offizielles, ne? Die Sünde für diese Wüsten liegt lange zurück. Man muss sich fragen, ob es wirklich so fertig ist. Die Lehre der Göttin sind nur ein Vorwand, um die Rosalie für die Satzprojektion anzuspannen. Ich frage mich, warum die anderen Bürger nicht dieselbe Arbeit verrichten müssen. Ich verstehe nicht, wie in einem Land, das auf so eine Gleichheit braucht, die Rosalie dermaßen diskriminiert werden können. Genau. Meine Vorfahren müssen etwas ganz und gar Unverzeihliches getan haben, dass die Gnade der Göttin ihnen noch immer verwehrt bleibt. Aber Schuldigen sind schon lange vor uns gegangen. Im Haus Wolford wird niemand aufgrund seiner Herkunft schlecht behandelt.
Echt mal. Der ORF sagt, Pyro und Fußball sind alles Verbrecher. Das ist aber schon wieder weit ausgeholt, ne? Wenn Pyro bei einem Nachtsaal im Schleppring gezündet wird, ist das Stimmung. ORF ist unser großer TV. Ja, ORF kenne ich. Habe ich schon was von gehört. Aber gleich zu sagen, dass das alles Verbrecher sind, ist schon hart. Jeder in Heisern kennt die Lehren der Göttin. Denn wer sie befolgt und Land dient, erhält ihren Segen. Es sind nicht unsere Reichtümer, die unterstützen, sondern der Glaube und das Glück unserer Bürger. Wir reichen auch nicht außen vor lassen. Was bringt ihr? Wie bringt ihr das in alles in Einklang? Deswegen zweischneidig. Ja. Und wie gesagt, ne, es ist halt Feuer. Pyro ist, ne, Pyrotechnik, Feuer und so. Immer sehr, sehr gefährlich. Es wäre natürlich ideal, wenn allein der Glaube das Land tragen könnte. Aber wenn die Bürger unzufrieden und unsicher werden, schwankt dieser doch sicher. Was führt dieses Glück herbei? Ist das nicht von Mensch zu Mensch verschieden? Die Antwort ist denkbar einfach. Die Befolgung der Lehren. Wer der Göttin dient, erfährt ihren Segen. Und alle in Heisern wissen, was Glück, dass dieser Segen entspringt. So ist das also. Vielen Dank für diesen äußerst erhellenden Einblick, Präfekt. So wie es aussieht, haben die Präfekten die restlichen Heisänder gut im Griff. Informationen Heiserns 7 Präfekten. Die 7 Präfekten lenken die politischen Geschicke von Heisand. Sie werden vom Hierophanten angeführt, der die Lehren der Salzgöttin verkündet, und leiten als Minister Ressorts wie Finanz und Militär. Im Inland wie Ausland genießen sie großen Einfluss und werden von Heisands Bürgern als herausragende Vertreter ihres Glaubens verehrt. Bei Sachen, die im ORF helfen, ist es gut. Wo nicht, hat man halt die A-Karte. Ist das nicht so ein öffentlicher Sender, der ORF? So wie ARD und ZDF? Perfekt Examen denkt stetig darüber nach, wie man unser Land verbessern könnte. Er ist trotz seiner Jugend ein herausragender Mann. Perfekt Sorcerer scheint allerdings weit weniger übrig zu haben. Perfekt Examen ist mit diplomatischen und militärischen Aufgaben betraut, aber scheint sich fast noch mehr um innere Angelegenheiten zu sorgen. Ich frage mich, woher seine Abneigung gegen Perfekt Sorcerer rührt. Information erhalten. Einer der 7 Präfekten. Examen wacht über Heisands Außenpolitik und das Militär. Als junger Reformer, der frischen Wind in das Land bringt, ist er beim Volk sehr beliebt und genießt auch das Vertrauen des Hierophanten, was entscheidend zu seinem beispiellos schnellen Aufstieg beigetragen hat. Dem konservativen Sorcerer ist er ein Dorn im Auge. So. Österreichischer Rundfunk. Gibt es einen Fußballclub in Wien? Obwohl es einen Fußballclub in Wien gibt. Offizielles Rapid-Fernsehen. Offizielles Rapid-Fernsehen? Rapid? Das muss unter uns bleiben. Aber es gibt ja auch Individuen, die sich im Hierophanten widersetzen. Ich verstehe nur nicht wieso. Schließlich erhalten wir alles, was wir brauchen. Heisand ist eine prächtige Stadt. Genießt sie in vollen Zügen. Achte aber darauf, Perfekt Sorcerers Arbeit nicht zu stören. Und bleibt mit dem Salzsee fern. Als einer der 7 Präfekten kümmere ich mich um den Abbau und die Verwaltung des Salzes. Man könnte auch sagen, ich bin die Geldbörse dieses Landes. Dass ich diese wichtige Aufgabe erhielt, ist ein Beweis dafür, wie sehr der Hierophant mir vertraut. Sorcerer gebietet also über Salz, die Quelle des Reichtums dieser Nation. Du musst eine besondere Stadt unter den Präfekten haben. Sorcerers Rolle. Sorcerers Ende ist einer der 7 Präfekten und beaufsichtigt im Auftrag des Hierophanten den Abbau und die Verwaltung des Salzes. Das ist ein guter Job für Heros Wohlstand ist. Okay. Ich muss euch leider bitten, umzukehren. Okay. Hier geht es zum Salzsee. Prüfung haben dort keinen Zutritt. Bitte kehrt bitte um. Streng bewacht. Hier geht es nicht weiter. Okay, dann halt nicht. Heisand bestimmt die Lehren der Göttin, welche Arbeit man verrichten darf. Selbst in Halt der Heilung darf nur über Dinge geforscht werden, die die Göttin duldet. Das schmälert die Ergebnisse natürlich nicht, aber... Aha. Das Göttin ist immer für uns da. Sollte wieder ein Krieg wie der Salzeisenkrieg ausbrechen, wird das Heilige Reich Heisand sicherlich obsiegen.
Olaf hatte ewig Sonntag schwierig der Bundesliga. Und im Jahr wurde halt 20 Mal Rapid gezeigt, während bessere Spiele zum Eigen waren. Andere Top-Teams wurden 2 bis 3 Mal gezeigt. Wie parteiisch ist denn dieser Sender? Lol, Mann. Ist da voll beschissen. Das Fremde einfach so herumschauen dürfen. Adeliger müsste man sein. Chill mal, ey. Der Salzsee? Darüber kann ich leider nicht viel sagen. Es ist ein heiliger Ort, den nur wenig Auserwählte betreten dürfen. Die Lehren der Göttin lasten der Rosalie eine Erbschuld auf, die sie durch harte Arbeit am Salzsee tilgen müssen. Ich weiß, dass die Traditionen es hier so wollen, aber freudig stimmt mich es nicht. Pass gut auf deine Angetraute auf. Auf ihr lastet das sicher am meisten. Stimmt, ja. Heißt, das ein gesegnetes Land, in dem alle glücklich und zufrieden leben. Sollte er doch etwas auffällig entdecken, teilt es bitte in der Woche mit. Genau, alle glücklich. Ja, genau. 100%. Aber vor den Einschaltquoten hatten sie ja recht. Adel ist abgeschafft in Österreich seit 1918. Ach so, du meinst wegen dem Kommentar von dem Bürger? Adeliger müsste man sein. Ja. Den Adel gibt es ja trotzdem immer noch irgendwie, ne? So indirekt oder so. Ja, haben halt nichts mehr zu sagen, aber es sind halt adelig. Leute hier sind stinkreich und trotzdem gibt es keine Diebe. Was? Das würde ich mir für Glenbrook ebenfalls wünschen. Nur gerade davon sprechen, wir sollten später ein paar einheimische Waren einkaufen. Dein Vater würde sich sicher darüber freuen. Ich habe sie hier hinten aufblitzen sehen. Hier oben auf dem Dach zum Beispiel. Und hier. Ah, hallo. Ching, ching, ching. War hier nicht noch irgendwas? Gibt die Habsburger Inzestpartie noch immer. Aber die haben keine Sonderrichter mehr. Ja, eben, genau. Adel wird es halt immer noch geben, aber halt die Sonderrichter sind halt nicht mehr da. Außer vielleicht, wenn irgendwas krasses passiert und der Adel wieder eingesetzt wird. Dann schon. Herzlich willkommen, was kann ich für euch tun? Was soll denn da? Feuer, Eis, Blitz, Wind. Verteilt einem Gegner magischen, elementaren Schaden. Gut, wenn ich jetzt noch wüsste, wozu ich diese... Ach so. Material zur Aneignung einer Waffenfertigkeit des ersten Ranges. Wenn ich wüsste, wie das funktioniert, ne? Habt ihr die Mauer gesehen, wie unsere Stadt umgeht? Sie heißt Schild der Göttin und schützt uns Bürger wie das Salz. Toll. Der Salzsee, die Stadt ihre Mauern, eines gewaltiger als das andere. Und die Bürger wirken zufrieden und glücklich. Heiserns Salz ist wahrlich ein machtvolles Gut. Als ob die glücklich sind. Nein, da hast du ungefähr in der Formel 3. Kannst du mal sorry, kannst du mal sehen. Schaut euch gut in Hallen der Heilung um. Nicht oft haben Fremde die Gelegenheit dazu. Ja, möchte ich gerne sehen. Da lobe ich mir FF8. Wenn du die Items zu upgraden hast, dann geht das per 1 Klick. Richtig. Deswegen habe ich in meinem Final Fantasy VIII 100% Run schon auf der ersten CD. Eisamulett. Schon auf der ersten CD das Löwenherz. Eisstein. Erhöht die Eisresistenz. Wem könnte ich das denn geben mit der Eisresistenz? Keine Ahnung. Ihm vielleicht. Bitte schön. Ach, das ist sowieso giga gut. Ja, mit Karten, oder? Genau. Richtig, genau. Mit Karten. Ich habe jetzt schon
lange nicht mehr Final Fantasy 8 gespielt. Meinen 100% Run. Und ich mache das ja auch direkt nach dem Guide. Also 100% nach dem Guide. Ich spiele nur danach. Dass ich auch wirklich diese 100% habe. Und ich bin jetzt... Ich kann mich entsinnen... Du kommst doch in den einen anderen Garden rein. Der von der Hexe Eder benutzt wird, die anderen Garden zu zerstören. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Und da war ich und da hatte ich Probleme mit den Kartenregeln bekommen. Ich glaube, mittlerweile bin ich schon unterwegs und bin schon in dieser Hafenstadt angelangt. Wo in der Mitte dieses riesige, wie so eine große Schüssel in der Mitte ist, wo du das Konzert vorbereitest. Glaube ich. Ich glaube, da war ein Konzert. Ich glaube, da bin ich gerade. Bin mir aber nicht sicher. Garten oder Geithor. Der Galbadia, genau. Der Galbadia Garden. Richtig. Und was heißt Geithor? Ohne einen Guide könnte ich Final Fantasy 8 nicht auf 100% spielen. Weil ich die Geheimnisse nicht kenne. Oder Tricks und Kniffe und wie auch immer. Deswegen geht das nicht anders. Und wenn ich halt 100% Run haben möchte, mit allem, was ich noch nicht kenne, muss ich mit einem Guide spielen. So ist das halt. Und mit Karten habe ich ganz, ganz viel. Karten brauchst du ganz viel in dem 100% Run. Sehr, sehr viel. Vor allem zu Anfang. Sie generiert alle an sie glauben. Wir forschen hier, dabei zu helfen. Dafür es keine Kämpfe und Streitigkeiten geben soll, sind ja jede Menge Soldaten stationiert. Frage mich warum. Hilfe der Medizin können die Menschen Verletzungen und Krankheiten überwinden. Es gibt keine schöneren Freude, als etwas dazu beizutragen. Ich bin schon 11:30. 600 Geld. Schön. Unser größtes Glück ist die Rettung verletzter und kranker Menschen. Wir möchten diese Forschung bis an ihre Grenzen führen. Wer weiß, vielleicht entschlüsseln wir eines Tages sogar das Geheimnis ewigen Lebens. Oder erschaffen gar völlig Neues. Hinter mir liegt der Forschungstrakt. Dort haben nun von der Göttin Auserwählte Zutritt. Die Forscher werden in Heisand mit größtem Respekt behandelt. Schließlich sind die Hallen der Heilung das Symbol unseres Wissens und unser ganzer Stolz. Okay. Wir Forscher widmen uns einzig dem, was die Göttin uns auferlegt. Für uns gibt es nichts Erfüllenderes. Alter. Das könnten nicht alle Bürger unter sich vereint. Dieses Land wird von einer von ihrer Doktrin beherrscht. Vielleicht könnten wir auch etwas davon lernen. Also diese Gehirnwäsche, also naja. Zu zum Forschungstrakt untersagt. Bitte geht zurück. Okay. Ich glaube, da haben wir hier alles gesehen. Ja, schönen Abend. Noch Senior hier. Alles klar, schön, dass du da warst, Kylie. Hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß bei deinem Vorhaben als Experte. Ja. Und grüß schön. Bis dann. So, Erkundung beenden. Wie sollst du denn alle zurückkehren? We got our hands on a fine souvenir, thanks to Lady Frederica. It is quite the feat indeed. Serenoa has terrible taste when it comes to gifts. Thank you indeed, Frederica. It was my pleasure. Should we ask Minister Lila about what ails Lord Simon? No. Even now, Lord Simon commands great influence. We cannot let others know about his condition. I understand. Not even our allies can know of our weaknesses, lest they use them against us. Indeed. We cannot risk exposing ourselves to such danger, for the young lord's sake as well. Was passiert da?
What was that? It appears there is a stir around the ministry. I shall investigate. Was ist da passiert? Irgendwer umgebracht. Ein Streitschall von Heilung herüber. Serenor eilt zu Hilfe. Okay, dann glaube ich, speichere lieber vorher, bevor ich da reingehe. Geh nochmal ins Feldlager zurück. Ich meine, das ist ja schon geschafft. Natürlich kann ich ja nochmal machen, oder? Ich mache den Übungskampf einfach nochmal und gucke, ob ich dann nochmal Erfahrungspunkte kriege. Null von 6. Wesentlich ist eigentlich gut. Frederik auch. Alle Level 4. Mein Sohn spricht im Schlaf. Ich weiß bis hierhin. Ich nehme mal Frederika raus. Und dafür mal ihn hier rein. To battle with pleasure. Battle with pleasure. Shoot. Oh, ich bin gleich wieder da. So. Oh, ich habe Kinder mal eben zugedeckt. Ich würde die hier auch gerne mal benutzen. Du bist schon 4. Mal rein. Aber zwei gleichzeitig anzugreifen ist halt auch ziemlich cool. Bei Heilerin würde ich eigentlich auch nicht verzichten. Ach, die sind alle so gut. Ah, okay. Du mehr so mittig. Du dahinter. So, du kannst da bleiben. Ja, du bist eigentlich auch so, mehr so supportig unterwegs. You Heads. Time to work. Here I come. 3 Felder nach 4 Felder nach vorne. 1, 2, 3, 4. From this range. Blind.
From where shall we strike? Ha! I see a path to victory. Genau. Euer Herz. Anna. It is time to strike. You have my thanks. So. I'll take you on. Provokation geht leider nur auf ein. Klickes, oder? Erhöht die Bewegung um 1. Ja, weiß ich nicht. Come and get me. Shall we begin? Wieder die Heilerin. Es hat ja noch keiner Schaden gekriegt. Ja. Zusammenprall? Lol. My turn. Okay, Anna. Wie machen wir das jetzt besten? Ich kann mich hier hinstellen. So. Giftwurf. This'll hurt. Victory is within reach. You're wide open. Könnte ich machen, ja. You won't escape. Ah, vergiftet. Nice. Trifft er überhaupt? Ist sogar kritisch. This battle is ours. Aber so. Victory is ours. Die already. Nice. Defeat is not an option. Defeat is not an option. Genau. Dies. Haha! You're wide open. Cool heads shall prevail. Ja, das kann sich erstmal selber heilen. I shall try my level best. Bollwerk auf ihn und dann macht er gleich nochmal die Provokation und hat er die ganzen Gegner an sich kleben. I've been waiting for this. Look to my shield. Nur ein Schaden. Geil. My stratagem is superior. Oh yeah. Und nochmal. This is the end. Follow my lead. Und tschüss. Time to take flight. Da so hin. Ah, da gibt es einen Folgeangriff. Sehr gut. Have another. I ain't that slow. Almost. Ah. Defeat is not an option. Man muss das ja auch mal, der Blindheitsschaden ist auch mal ein Vorteil für dich haben. To lead, I must grow. Nice.
Shall we begin? Be at ease. My apologies. I see a path to victory. Ich glaube, der wird es durch das Gift erledigt. Kann ich mich ruhig hier hinsetzen. Und ihn schon mal behaken. For the future of House Wolford. I'll take you on. Kriegsschild. Come on. Follow my lead. Ja, ich krieg halt noch aufs Maul. Oh, es macht nämlich hier was. Und kaputt. Time to work. This battle is ours. Obwohl, wir können auch den Fall nehmen. You'll get no mercy from us. Blind und Gift, ey. Das ist ja ärgerlich. Let me heal your wounds. Your wounds are healed. Thank you. One step closer to our hope. Daneben. Es tut mir so For the leid. honor of House Wolford. Perish. Let us pry out their weakness. You have nothing left. Jawohl. Das war sogar deutlich einfacher als vorher. Weiß nicht, ob das daran lag, dass ich jetzt Frederika nicht drin hatte. Sondern oder den Pferdtypen. Also halt die zwei anderen da. Die mit dem Falken. Und den Tank. Da habe ich ein bisschen Level abgekriegt, ne? Schon ziemlich geil. Kann ich erst in den Storykampf reingehen. Mehr gibt es nicht. Speichern. Anna, what happened? Some researchers at the Ministry ran off with its secrets. Whoop. To think my ministry was infiltrated by unbelievers. Unbelievers? Heathens who reject the goddess's teachings. At their head is a researcher named Plinius, who escaped with some of our most valuable findings. You must retrieve these documents for us, Exham. Consider it done. But they could be anywhere in town by now. I will need all the eyes I can get on the lookout. I must remain here at the Ministry. Their spies may still be among us. Minister Exham, we would be happy to be of service. We are in your debt, Lord Serenoa. The men we pursue are researchers, proficient in the arcane arts. The insight of one versed in their ways would be invaluable to us. Take Corentin with you. He is one of my most talented researchers. Corentin? Corentin, you are to go with House Wolford and help them retrieve our research from Plinius. Der Eismagier. As you wish, Minister. All right, my friends. The pursuit begins. The pursuit begins, boys. Niederstreckung von Plinius. Guck mal, Aufstellung. Aufgestellt 6 von 7. Lass mal gucken.
Empfohlen. And now, to arms! I am ready. Heilerin ist empfohlen, ist klar. Sie ist empfohlen wegen dem Höhenvorteil. Ah, das ist einfach geil. Die macht einfach... Klar. Spionen. Einfach mega gut. Gut, da haben wir Roland und die beiden. 7 von 7 aufgestellte Einheiten. Okay. Let's go. Meine Gesinnung hat sich gefestigt. Was für eine Gesinnung hat sich gefestigt? Ich weiß nicht mal, was da passiert. Linnaeus, give yourself up. There is no escape for heathens like yourself. Even attempting to steal our nation's secrets is a grave crime. One I know you have not forgotten. This research is my life's work. I have poured my blood, sweat, and tears into it. What is so wrong with treating it as my own? Plinius, such an untainted passion for knowledge cannot hope to survive here. I had heard that Hyzant was a land without strife. It was... We mustn't allow Plinius and his lackeys to get away! After them! Simulationsmodus. Willst du eine andere Einheit durch den Aktor holen, eine Wegswechsel in Simulationsmodus? Du kannst überprüfen, welche Erzeugung der Einsatz eines bestimmten Kommandos hätte. Ah ja, ich bin gegen das Mikro gekommen, sorry. Funktioniert nicht, ne? Charge! Charge. Very well then. Flammenwalze. Time to take flight. Okay, wenn ich mich jetzt hier hinstelle, so. Oh. We must Oh. keep fighting. Also schneller machen. Defeat is not an option. Gegner schneller machen ist meistens nicht so gut. Let us pry out their weakness. Let us steel our defenses. This is wonderful. Ah. Let me heal your wounds. Ja. Realize the gulf between our skills. I fight for peace. Ich schwäche sogar. Aber ich komme da nicht hin.
She'll protect you. This is wonderful. So, it falls to me. Eisklummer, Eishauch. Eisiger Mann. I see through you. Most interesting. Huh. My turn. Nicht so aus, als ob das großartig überleben würde. Ja, 7 Zuschauer im Game, lol, sagt er. Ja. It's over. Weil das Spiel geil ist. I feel stronger already. Hier steht aufgestiegen. Digga, er kommt einfach nicht ran, ey. Sturmgriff kann ich machen. Keinen Sinn. Take that. I won't give in. Die sollte sich vielleicht mal ganz schnell verpissen, ne? Das ist die gleiche Geschichte. Ohne irgendwas gemacht zu haben. I have to survive. You will regret ridiculing me. The price for such insolence is your life. Wie lange hast du vorhin eigentlich die verlorenen Archen gesucht? Bist du schon an der Arche der Arroganz? Ich habe keine Ahnung, was die Arche der Arroganz ist. Aua. From where shall we strike? Die machen ganz schön viel Schaden, mein Freund, ey. Items. I need this. I need this. Okay. Oh, vielleicht Pfütze. Your Highness. Ach, scheiße. Realize the gulf between our skills. Kommt ja auch noch mit einer Heilung in die Ecke. Cool heads shall prevail. Damit die 5. Arche. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Your wounds are healed. My apologies. There is no mercy on the Ich bin jetzt im Zwergenland. Das muss ja erstmal ausreichen. It is time to strike. Ready for more. Allow me. Die haben wir ja auch noch. Meine, ich komme da nicht, ich komme einfach nicht zu den Gegnern, die ich machen will. 2 ashes. We can win this. Time for some research. Time for some research. Yes, very effective. Ich habe bei 2 Ziegen gleichzeitig genutzt. I was prepared for this. Das ist auch fast hinüber, ne? Scheiße. I'll take this.
won't lose. Don't lose. Sagst du jetzt? Es ist einfach Kaka. Oder ist was hinüber? Be gone. From where shall we strike? Wunderbar. Zauberer. This ends here. Wolleck. They have to survive. A cold wind blows. How annoying. Let us pry out their weakness. Genau. Lauf weg. Hier ist noch ein Bollwerk. Splendid. Splendid, hat er Let me gesagt. heal your wounds. Splendid. Be at ease. Thank you. Jo, weniger Schaden genommen. Durch die Barrikade. I will end this. I will end this, sagt sie jetzt. Schwäche. Two ashes. Denise. It worked. Now then, to work. So, kann ich irgendwen angreifen mit ihm? Ja, ich kann mich da hinstellen. Okay, Pastille. Aber bevor er drauf geht. My turn. Ein Video auf YouTube. Titel: bescheuerte Arten aufzuleveln. Titelbild: Majima. Goro Majima, Junge. Goro Majima. Best Boy. This'll hurt. Oh, vergiftet. Nice. I won't lose. Goro Majima. Was ein cooler Typ. Brace yourself. Ching. Ein Video dazu. Erfahrungspunkte sammeln und damit wie in jedem x-beliebigen Spiel auch. Moment. Wir machen kurz eine kleine kurze Spielpause und gucken uns das Video an, ja? Leveln kann jeder. Ein paar Games lockern das altbekannte System aber auf und geben dir andere Möglichkeiten, stärker zu werden. Diese Wege können komisch, eklig oder sogar geradezu lächerlich sein. Jawohl, Kiryu-chan! Arten aufzuleveln. In South Park Stick of Truth bist du der Neue, der in die Stadt gezogen ist. Du kennst noch keine Sau, aber das willst du sofort ändern. Denn sobald du neue Freunde machst, erscheinen sie in deinem Social-Media-Account, was Facebook darstellen soll. Und diese Freunde sorgen dafür, dass du die wichtigsten Perks erhältst. Je mehr Freunde du hast, desto mehr Vergünstigungen schaltest du frei. Insgesamt gibt es 120 Freunde, 121, wenn du Clyde mitzählst. Da du so viele Freunde wie möglich sammeln willst, musst du rumreisen und die seltsamsten Orte erkunden, wo sich ein potenzieller neuer Freund rumtreiben könnte. Einer wartet zum Beispiel in Mr. Sklaves Darm auf dich. Aber auch die Satanistentiere im Wald kannst du in dein Profil mit aufnehmen. Wenn du 101 Freunde hast, hast du im Spiel alle verfügbaren Punkte freigeschaltet. Bei allen 120 Freunden schaltest du das Achievement frei, beliebter als John Lennon. Jimmy Tesla, Mann.
Freunde sammeln, das hört sich so rein und fröhlich an. In Bioshock dagegen musst du jedes Mal was Fürchterliches tun, um später aufleveln zu können. Du willst das rote Zeug, was Adam genannt wird. Doch das musst du den niedlichen kleinen Mädchen abzapfen, die hier in der Unterwasserstadt Rapture leben. Adam ist eine chemische Substanz, die in der Lage ist, genetisches Material umzuschreiben, sodass der Benutzer seinen Körper, sein Erbgut und seine natürlichen Fähigkeiten verändern kann. Wenn du den Little Sisters dieses Zeug abnimmst, dann erhältst du jeweils 160 Adam, das du an Upgrade-Stationen ausgeben kannst, um Plasmide oder Tonics zu erhalten, die dir neue Fähigkeiten verleihen und deine bereits vorhandenen verbessern. Du hast als Spieler die Wahl, ob du die Little Sisters rettest oder ob du sie erntest. Du musst jedes Mal durch diese quälende Animation durch. Viele haben allein deswegen die meisten Mädchen laufen lassen. Und das, obwohl es sich nur um ein Spiel handelt. Jawohl. Das hier hältst du im Kopf nicht aus. Ihr kennt doch noch Goro Majima aus Yakuza Zero. Fans der Reihe lieben diesen Verrückten. Goro ist der Patriarch der Majima-Familie und er ist dafür bekannt, völlig unberechenbar und ein bisschen irre zu sein. Aber Kiryu und Goro verbindet eine Art rivalisierende Freundschaft. In Yakuza Kiwami brauchst du Goro, um aufzuleveln. Und zwar um Kiryus Dragon-Kampf-Style nach und nach freizuschalten. Das Majima-Überall-Level-System muss das verrückteste von allen Games sein, die es gibt. Denn Majima kann überall und jederzeit auftauchen, um uns anzugreifen. Goro hat sich nämlich vorgenommen, Kiryu zu trainieren. Er taucht in den absurdesten Verkleidungen auf, einfach weil er Spaß daran hat. Er kann in der Mülltonne lauern, unter einem Verkehrshütchen, als Polizist oder Hostess verkleidet. Sogar das Versteck unter einem Gullideckel ist ihm nicht zu doof. Du levelst in Kiwami auf, indem du deinen etwas schrägen Kumpel bekämpfst, der immer wieder in den beklopptesten Verkleidungen und an den unerwartetsten Orten auftaucht. Es ist so geil, Mann. Ich habe einen Kommentar gesehen, der von Goro und dem Levelsystem nicht komplett begeistert war. Guck dir das an, Junge. Der Spaß in Man-Eater besteht darin, jedes Lebewesen in deiner näheren Umgebung zu ordnen. Aber wir müssen Yakuza, glaube ich, mal wieder spielen, ey. Kreaturen ist der schnellste Weg zum Levelaufstieg. Also frisst du erstmal alles, was du siehst. Um größer zu werden und deine Knochenrüstung auszubauen, benötigst du Minerale und Mutagene, aber auch verschiedene Nährstoffe. Und jetzt kommt's. Um die seltenen grünen Nährstoffe zu bekommen, musst du in den Gewässern nach Albinos Ausschau halten und auch die selbstverständlich töten. Wie im echten Leben gibt es nur eine Handvoll dieser blassen Tiere mit Pigmentstörung. Schön, dass du ganz gezielt nach diesen seltenen Wesen jagst, um auch die letzten ihrer Art auf dieser Welt auszulöschen. Zelda Breath of the Wild. Die Japaner haben den geilsten Humor. Du erhältst für deine wahnsinnig langwierige und strapaziöse Suche nach allen Krogsamen im Spiel nicht nur einen Haufen Krogkacke, eine Belohnung, die gar nichts kann außer stinken. Nein, deine Kleidung und Ausrüstung wird von einer Gruppe großer Feen vorgenommen. 5 Schwestern, die du für ihre Dienste bezahlst und die dir ziemlich auf die Pelle rücken, wenn du sie besuchst. Die letzte der großen Feen nimmt dich gleich mit auf einen Abstecher bei ihr zu Hause. Keiner weiß, was dort geschehen ist. Prince of Persia sind ein Gameplay-Element in Prince of Persia: The Sands of Time. Reicht doch. Der Prinz muss sie erst suchen, denn sie sind oft hinter rissigen Wänden oder Ähnlichem versteckt. Das Wasser belebt und heilt seine Wunden. Das können wir absolut nachvollziehen. Nur scheint das Wasser mit LSD angereichert zu sein, denn seine Aufnahme sorgt dafür, dass unser Hauptcharakter psychedelische Trips fährt, die ihm Zukunftsvisionen bescheren. Der magische Brunnen verlängert deine Lebensleiste und füllt ihn auch komplett auf. Interessant. Oh, süß. In Ni no Kuni, Fluch der Weißen Königin, seid ihr, ähnlich wie in Pokémon, auf die Stärke eurer Vertrauten angewiesen. Denn die kämpfen für euch. Diese freundlichen kleinen Monster stoßen einer nach dem anderen zu uns. Wir dürfen ihnen Namen geben, aber sie wollen von uns auch gut behandelt werden. Alle Vertrauten sind durch die Bank weg Schleckermäuler. Und sie verlangen nach Kuchen, Torte, Fla oder Schokolade. Alles Dinge, die ihr ihnen in den gierigen Schlund stecken dürft, um ihre Vertrautheitspunkte zu steigern. Wenn ein Monster seine Lieblingssüßigkeit erhält, dann steigen Herzen über ihm auf und seine Werte verbessern sich noch schneller. Wir lassen uns übrigens auch gern mit Süßigkeiten bestechen.
Unsere Nummer 8 hat wohl das absonderlichste Level-Up-System, denn es basiert auf Zufall. Genau, du musst Glück haben, damit du aufleveln kannst. Und so funktioniert es in Crisis Core Final Fantasy VII. Es gibt eine Art Spielautomat oder einarmiger Bandit. Wenn du zufällig auf der 777 landest, steigst du auf. Das ist die einzige Möglichkeit in diesem Spiel aufzuleveln. Wenn die Zahlen eine andere Nummer anzeigen, passiert nämlich gar nichts. Um in Prey aufzuleveln, musst du dir jedes Mal sau wehtun, denn du musst dir selbst ins Auge stechen, um die Alien-DNA zu injizieren. Warum das durchs Auge geschehen muss, werden wir wohl nie erfahren. Aber dieser Eingriff sorgt im Action-Horror-Shooter für den nötigen Gänsehauteffekt. Bei dieser Alien-DNA handelt es sich um sogenannte Neuromods, die Morgens Fähigkeiten verbessern. Die begehrenswerten Alien-Kräfte erhalten wir aber leider erst spät im Spiel. Dieser Vorgang der Selbstinjektion ist grausam. Zum Glück bleiben wir dank der Ego-Perspektive von ekligeren Einzelheiten verschont. Ab Kapitel 2 kannst du in Alice Madness Returns deine Waffen upgraden. Für gesammelte Zähne, die einfach so in der Spielewelt herumliegen oder die du für besiegte Gegner bekommst. Das mit den Zähnen ist irgendwie fies, passt aber zum düster-bizarren Action-Adventure. Na gut, ist halt quasi die Zahnfee. Das Widerlichste haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Sebastians Fähigkeiten in The Evil Within werden auf unfassbar gruselige Weise ausgebaut. Er sammelt im Spielverlauf grünes Gel, das aus getöteten Monstern fließt, wie Blut, um sich das Zeug dann ungefiltert auf eine Art elektrischen Stuhl ins Hirn spritzen zu lassen. Auf diese Idee wärt ihr nie gekommen, wir auch nicht. Wahrscheinlich war das beim Entwicklermeeting die irrsinnigste Idee und die wurde dann aufgrund des Schockeffekts einfach genommen. Sebastian verbessert mit dem grünen Gel seine Fitness, Waffen oder Bolzen. Also müssen wir diese Prozedur auch noch regelmäßig über uns ergehen lassen. Ach du Kacke. Danke fürs Zuschauen. Habt einen mega... Alles klar, Play with Kate. Genau. Start ins Wochenende und wir sehen uns wieder am Nein, Sonntag. ich wollte ja eigentlich einen Kommentar hinzufügen. Warte mal. So. Kiryu-chan. Einfach einer der geilsten Typen ever. XD. So. Warte mal. Goro Majima ist... So, machen wir so. So. Bums. Und aus. So, und weiter mit dem Spiel jetzt. Goro Majima ist halt... Sorry. So, spielt auch Ton wieder an. So, wir waren hier fertig mit ihm. So. For the honor of House Wolford. For the honor of House Wolford. Okay. This ends here. Und tschüss. How annoying. Abwehr runter. Oh, nice. Oh, 24. Der hat fast kein Leben mehr. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. Let us pry out their weakness. All for victory. Du müsst ja auch gleich wieder dran sein. I can do it. Let me heal your wounds. Genau, die. Er braucht auf jeden Fall mal eine Heilung. My wounds are soothed. Jawohl. Allow me. Nein, wir können keine Flammenwalze machen. Scheibenkleister. Das ist genau das, was wir jetzt bräuchten. I shall protect you. Splendid.
Dann machen wir halt das Feuerschild. Was soll's dann? Also gewandert halt irgendwo hin. Treffen nur 2 Gegner. A cold wind blows. Stumm. You understand, don't you, Corentin? You must let me go. As a fellow researcher, I understand your plight. Even so, I cannot condone this. I see. So Ice heeds your call. Haven't we met before? What is your name? I'm no one of note, I'm afraid. You must have me mistaken for someone else. I will end this. Okay. Giftwurf auf den erstmal. Geht nicht? Warum geht das nicht? Warum kann ich da nicht hinwerfen? Hier ist nicht. Supper. Von da geht's. Er ist schon vergiftet. This'll hurt. Ich wäre immer noch für Ocarina of Time Master Quest. Bist du Raid gelaufen? Nein, bin ich nicht. Kann ich mich hier hinstellen? Von hier aus ein Sturm? Nein, kann ich nicht. Wieso kann ich nicht angreifen? So. Ich könnte auch dahin gehen. Den hauen. Oder ich hau einfach den. Ich hau einfach den. Vielleicht, wie viel Leben hat er noch? 7. Also es könnte sein, dass er mit dem nächsten, in der nächsten Runde 7 Schaden, also Giftschaden erleidet, wenn ich Glück habe. From where shall we strike? Oh, da liegt noch Beute. Shall we begin? Noch schnell zu laufen. Jetzt mache ich erstmal den Kampf hier. Danach können wir es gerne machen. What have we here? They have to survive. Weil Eisaufschrift ist natürlich 3 Leute. Das ist ungünstig. There is no mercy on the battlefield. There is no mercy on the battlefield. Now, that seemed to work. Cool heads shall prevail. Allow me. You have my thanks. Da war sehr viel geheilt. Let me show you what I've learned. Immer noch keine Flammenwalze. Ach, scheiße. Time for some research. Kann auch nichts machen. I will end this. I struck true. That seemed to work. This'll hurt. Oh, nice. My stratagem is that seemed to work. Wie Leben hat er noch? Okay. Noch zu viel. Let's do now. Kann ich von hier aus angreifen? Den.
Ja, nee. From where shall we strike? Er ist einfach irgendwo da hinten, wo es keinen Sinn ergibt. You are not worthy of my time. I deliver you to the goddess. Wir hätten noch gestern nicht darüber gequatscht, dass meine Arbeitszeit nicht verpasst. Was macht der jetzt? Ach so. Mitte Februar bei der Schulung hat sie noch gepasst. Das ist in 3 Wochen passiert. Was soll ich dazu sagen? Ups. I have your back. I shall do what I can. Allow me. My utmost thanks. Let me show you what I've learned. So, jetzt kommt Frederika mit ihrer Flammenwalze. Du musst dich noch ein Stück nach vorn bewegen. With the powers in me. It worked. Jawohl. Now then, to work. Freeze! You're joking. My research bears fruit. Und Stufe gestiegen. Schön. Your orders? So, du bist Geschichte. Bam. This'll hurt. It's not over yet. Ach, also Doppelstoß machen. Das glaube ich also in 3 Wochen passiert. Ich weiß nicht, was du so tust, aber ich glaube, du hast vor einem PC gehockt und hast gezockt. Nur so als Annahme, weiß ich nicht. Shall we begin? Your lifeblood shall paint my sword. Now! Da fehlt Fleisch, aber trotzdem noch als Folgeangriff kritisch getroffen. Time to work. You won't escape. Ah. Leave it to me! Yes! Und trotzdem kommt noch der Folgeangriff. Leave it to me! Wait! Did you see that? Und jetzt hat er so viel Leben. Ach, schade, er ist nicht vergiftet. No mercy on the battlefield. You have nothing left. My goddess, I am not your pawn. I Yes. merely. Oh, ganz schön haarig, ey. Huiuiuiui. I see the threads of Raschheit battle des more Falken. clearly. Also quasi eine Agilitätssteigerung. Also wenn du das gesehen hat sich gefestigt. In welche Richtung? Ich weiß es nicht. Es steht da nicht. Steht einfach nur, hat sich gefestigt. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke. What did you hope to do with our secrets? Sell them for riches? Was? No. We wished only for freedom in our research. Knowing we would be granted no such liberty here, we were left with no choice. I see. You rebel against her teachings, as I suspected. Take them away. You have our gratitude, Lord Serenoa. We could not have apprehended the heretics without you. What will happen to them now? They will be punished for their wrongdoings, of course. Defying the goddess's teachings is the most grave crime one can commit in Hyzant. Aha.
I see now. Equality here stems from their thorough elimination of heretics. You did well, Corentin. For your efforts, you deserve a reward. Eine Belohnung. If you insist, I do have a request. I would like permission to embark on a journey. I wish to learn more about the medicines of other lands. Greater knowledge of medicine would prove useful in our studies of life. I will consider it. We will take our leave here. Master Corentin, thank you for your help today. Also mein neuer Verbündeter. There's something I would speak with you about. Eventuell. Do you have a moment? This place is too conspicuous. Let us talk elsewhere. You wish to leave Hyzant? Yes. I wish to study magic, not medicine. But just before, you spoke of wanting to observe medical treatment in other nations. Merely a pretense to gain permission to leave. We cannot research freely in Hyzant. We are simply tasked with fulfilling our designated roles. Furthermore, no matter how revolutionary our discoveries may be, the world at large will never know them. You mean to say you tire of Hyzant's secrecy? You're not much different than those so-called heretics, then. Could it be you feel some connection with them? To tell the truth, I was well aware of Plinius's plan. But I was a coward, one who could neither stop nor join them. And because of it, I ended up capturing those with whom I sympathized. I wish never to feel this way again. And thus you mean to leave the Holy State entirely? Yes, I have no intention of returning to the Ministry. Which is why I must ask if you would allow me to journey with you, as a member of House Wolfort. Huh. My lord, while he may be a unique character, he undoubtedly possesses a great understanding of the arcane. Da hat man halt ein Feuer- und ein Eismagier. There is one thing I must know. Would you be troubled traveling alongside my betrothed, knowing her heritage? Not at all. I'm abandoning Hyzant, and the goddess's teachings with it. Moin, Robi. Vielen Dank für dein Redo. Wie geht es dir? Mit 1 Million Personen. Vielen Dank auch. Was hast du gespielt? Ich bin Hacker, ich habe gesehen, wie lange welche gleiche tot ist. Formel 1. Pink ist schon ewig lang tot, inzwischen 50 Sekunden oder so. Ropi würde ich auf, seitdem ich von Vitals weg bin, auf 10, 15 Sekunden schätzen. Und ich weiß nicht, wer der andere jetzt gerade war, der zur Zeit tot war, aber die gleichen Kunden gehabt. Sind nicht 5 gestorben? Euro Truck Simulator. Geil. Habe ich selbst nie gespielt. Immer nur, was ich mal davon gesehen habe, noch mal so ein Video oder so auf Twitch, wenn das mal einer gezockt hat, mal kurz reingeschaut. Warst du wenigstens erfolgreich? Und wie geht es dir? Wir spielen heute den ersten Teil von Triangle Strategy. Der hier. Und bisher ist es ziemlich cool. Geht's semi-erfolgreich. Nee. Wahrscheinlich brauchst du noch ein bisschen Übung. Diese Formel 1 Spiele sind auch gar nicht so einfach. So, weiter. On the contrary, Lady Frederica's magic fascinates me. I would love to learn more about it. Er hat Feuermagie und er Eis. Very well then.
Welcome to our ranks, Corentin. Pursue your studies to your heart's content. I only ask that you put them to use on House Wolfort's behalf. Of course. Jawohl, mein erster random quasi neuer Verbündeter. Corentin. Das ist einen zweiten Magier. Also einen dritten, wenn es danach geht. Aber einen zweiten Offensivmagier. Auf gefrorenem Boden geht es langsam voran, kann Hindernisse aus Eis erzeugen. Ah, okay. Oder kann ich diese... Wenn ich jetzt noch einen Elektromagier kriege, dann kann ich Eis casten. Mit dem. Dann kann ich mit Frederika Feuerzauber dieses Eis schmelzen zu Wasser. Oder kann ich mit Elektrozauber dann später nachher draufhauen. Und mache dann quasi AE-Schaden. Hier, Burg Eisenstein. Erstmal speichern. Ein Zeichen meiner Fehlschläge. Hashtag Discord. Zeig mal her. So. Stab von Stufe 12 auf Stufe 13. Verstärkungserfolgsrate 15%. Ja. GZ. So, wir haben es gespeichert. Ich mach mal eben noch mal schnell Lost Ark an. Mal kurz im BRB-Screen. Weil ich das hier umstellen muss extra dafür. Na. Ich muss nämlich meinen Monitor noch umstellen. Unter anderem das und ich muss die Anzeige auch wieder erweitern. Beibehalten. Und dann Lostos Arcos.